mein Job, den ich jetzt gerade in Deutschland mache, wie soll ich denn davon dann im Ausland, wenn ich halt dann auf einer schönen Insel wohne oder am Strand wohne oder in einer schönen Metropole wohne, wo auch immer mal jemand auswandern möchte, wovon soll ich dann im Prinzip dort leben? Es wird dir so gespiegelt, dass dein Unterbewusstsein dich mit voller Bandbreite mit Dingen überrennt, dass du dich viel besser kennenlernen darfst, weil das ist eine Entwicklungsreise. Das ist meine Berufung dann. Ich liebe das. Und ich liebe Dinge zu lernen. Und mein Beruf ermöglicht mir ständig neue Dinge lernen zu dürfen, damit ich wieder Geldströme verstehe. Und da bieten wir eben auch hochwertige Ausbildungen, Coachings an rund um das Thema Trading und Persönlichkeitsentwicklung. Warum das auch sich super ergänzt, können wir vielleicht im Laufe des Gespräches mit drauf eingehen. Wir hören die Bedürfnisse der Teilnehmer und wir agieren sofort, weil wir den Mindset haben, wir sind dazu da, Lösungen zu finden. Mir war wichtig, dass ich Business, den Überbegriff Business, dort studiere, wo er herkommt. Der dritte und viel wichtigste Punkt für mich, es ist tatsächlich etwas, wo du viel, was du in den Mainstream-Medien liest, differenzierter betrachtest, weil du dem globalen Geld folgst. Positive Communities zu haben, wo über sinnvolle Dinge gesprochen wird, die gemeinsam umgesetzt werden, ist aus meiner jetzigen Sichtweise ein Geschenk in der heutigen Welt. Die meisten der Klassenteilnehmer, sage ich jetzt mal, die ihr bis jetzt gewonnen habt, sind das jetzt in erster Linie welche, die wirklich auch auswandern wollen oder schon ausgewandert sind? Ich sage nur, es ist anders. Und die Qualität der Informationen, die du bekommst und von wem du sie bekommst, sind sehr, sehr entscheidend. Dieser Kurs, wenn ich mich jetzt entscheide, Daniel, hast dich mit mir in Verbindung gesetzt, wir haben alle Eckpunkte, all deine Fragen geklärt, was bekomme ich denn quasi dann geliefert für mein Geld? Ich hatte vor kurzem mal mit jemandem zu tun, der, wie auch immer, vermutlich von uns zu euch gekommen ist, bei euch dann die Masterclass besucht hat und dann wieder zu uns zurückgekommen ist und sagt, okay, jetzt habe ich also da mein Handwerkszeug gelernt, oder? Jetzt will ich aber auch sehen, wo ich dann mit dem Geld, was ich dann verdiene, in Zukunft lebe. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen was machen würden und uns sehen und persönlich mal kennenlernen, vielleicht in Sansibar zusammenreiten. Und Verena, bei dir Ausritt, das wäre was, genau. Ja, das wäre super. Ne? Das heißt, wir machen das einfach so, Ende. Wir sind ja Macher, wir setzen das um. Ist das einfach? Nein. Interessiert mich, ob das einfach ist? Nö. Ich liebe es, wenn es nicht einfach ist, weil es ist meins. Und das wünsche ich dir auch. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen bei uns auf dem Kanal von Perspektive Ausland und wir sind begeistert, heute wieder zwei, also haben wir eigentlich jede Woche, aber heute wieder zwei ganz außergewöhnliche Gäste vorstellen zu dürfen, Verena Feerk und Jay Medro. Ihr seid ja das zweite Mal bei uns heute. Ihr seid die kreativen Köpfe hinter der Firma oder hinter dem Projekt Liberty Brothers. Und interessant ist ja, wir haben ja beide das gleiche Ziel, eigentlich so das gleiche Thema. Wir haben auch festgestellt, wir haben die gleichen Mandanten oder Kunden. Und es geht ja euch genauso wie uns darum, Menschen in die finanzielle Freiheit im Prinzip zu führen, begleiten, zu zeigen, wie das geht, wie man im Prinzip, auf unserer Webseite steht es immer so schön, ne? Mehr Geld, sozusagen, mehr Freiheit, weniger Staat, oder? Das ist immer so ein Ziel, oder weniger Kontrolle, ne? Weniger Einschränkung. Und ja, wie gesagt, ob das jetzt bedeutet, die Koffer zu packen und auszuwandern, das ist ja das, was unsere Mandanten sehr oft bewegt. Oder eben auch das eigene Business neu zu erfinden. Da kommt ihr nämlich ganz wichtig ins Spiel für unsere Mandanten, weil viele möchten ja nicht mehr im Regen ins Büro laufen. So, das ist ja das, was viele so machen, die noch in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in anderen Ländern im Prinzip so fristen und sagen, ich würde auf der einen Seite mich gerne geografisch verändern, aber mein Job, den ich jetzt gerade in Deutschland mache, wie soll ich denn davon dann im Ausland, wenn ich halt dann auf einer schönen Insel wohne oder am Strand wohne oder in einer schönen Metropole wohne, wo auch immer mal jemand auswandern möchte, wovon soll ich dann im Prinzip dort leben? Ich hatte erst vor kurzem übrigens, war ganz interessant, mit einer Anwältin gesprochen, die sehr, sehr gerne auswandern möchte, aber für Anwälte ist auch schon schwierig, ne? Im Ausland dann im Prinzip also Die gleiche im Prinzip, Tätigkeit, ja, ja. Mhm. ein Notar und Anwalt kann in den meisten anderen Ländern im Prinzip, hatte keine Berufszulassung, ne?
muss eigentlich nochmal neu das Rechtswesen dort studieren. Das ist also schwierig. Also wir führen, genau ihr wie wir führen also, wir begleiten Menschen auf dem Weg und wir helfen ihnen, da irgendwas zu verändern im Leben, neu zu denken, sich selbst vielleicht neu zu erfinden. Und vor einem Jahr, ist es ein Jahr her jetzt, oder? Ein Jahr ungefähr, habt ihr die Masterclass gestartet? Wann ist genau? Mit Liberty Brothers gestartet. Also in Ja, Tirol waren wir im September. Aber von daher, wir kennen uns ja schon über viele Jahre. Aber Liberty Brothers haben wir mit euch gemeinsam im Januar an den Start gebracht. Also wir Januar, feiern bald genau. ersten Geburtstag. Ja. Genau so ist das so. Jetzt wollen wir natürlich auf der einen Seite gerne wissen, wie es läuft, wie funktioniert es, was sind so die ersten Kundenstimmen, die sozusagen da mit euch gemeinsam den Weg gegangen sind. Und jetzt ist natürlich so, dass auch wir auf unserem Kanal mehr als 10.000 neue Abonnenten haben. Und deswegen kommen wir nicht drum rum, nochmal jetzt zumindest kurz euch beide und das Projekt Liberty Brothers kurz vorzustellen. Also liebe Verena, lieber Jay, stellt euch ganz kurz vor und mindestens einer von euch beiden muss noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit jeder dann weiß, worum es gleich geht, was eigentlich Liberty Brothers ist und was es mit der Masterclass auf sich hat. Ich kenne das noch aus meinen Konzernerfahrungen als einsame Frau in der Geschäftsführung. Die Frau Ladies First, oder machen wir mal so? Sehr, sehr gerne in der Runde immer. Von daher vielen herzlichen Dank, Daniel, dass wir nochmal die Gelegenheit bekommen, miteinander zu plaudern. Ich bin ja nicht nur Kunde, sondern eher ein begeisterter Botschafter und freue mich, dass wir da so ja auch was kreiert haben, wo wir so Anknüpfungspunkte haben. Aber kurz zu mir, mein Name ist Verena Fayok. Ich bin Unternehmerin, ich bin Teil der Liberty Brothers, ich bin selbst auch Autorin, ich bin freiheitsliebend, ich habe jetzt 2-jähriges gefeiert, gerade meine Auswanderung, also auch da kenne ich alle Höhen und Tiefen und kann mit allen mitfühlen, die auf eurem Kanal unterwegs sind. Bin freiheitsliebend und das ja schon sehr lange und bin seit über 17 Jahren in der Beratung tätig. Ich fördere quasi und fordere Menschen und Unternehmer in ihrer persönlichen Entwicklung und jetzt neu auch gemeinsam mit Jay unter der Flagge der Liberty Brothers. Und das hat uns eben zusammengebracht, was wir 2024 gestartet haben, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre persönliche und finanzielle Freiheit zu kommen. Ja? Und da bieten wir eben auch hochwertige Ausbildungen, Coachings an rund um das Thema Trading und Persönlichkeitsentwicklung. Warum das auch sich super ergänzt, können wir vielleicht im Laufe des Gespräches mit drauf eingehen, weil diese Verknüpfung haben viele gar nicht so auf dem Schirm, dass das eine das andere auch positiv beflügelt. Und da unser gemeinsames Ziel und wir auch sehr werte- und sinnorientierte Menschen sind, ist Freiheit für uns einfach extrem wichtig, aber auf der anderen Seite auch in sich selber zu investieren. Und Liberty Brothers hat das Motto Success starts by investing in yourself. Und so sehe ich das für mein Leben, wenn ich für mich spreche. Und so sehe ich das auch bei unseren Kunden und dem Feedback und auch viele der begeisterten Kunden der ersten Masterclass, die über Perspektive Ausland kamen. Freiheit und das Investieren in sich, weiterentwickeln, über sich hinauswachsen und gerade Krisenzeiten zu nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln. Da sehen wir ja ein ganz wichtiges Potenzial und das ist der Grund, warum wir diese Reise angetreten haben mit Liberty Brothers. Klasse. Sehr Das schön. zu mir. Ich übergebe Jetzt, Mikro an Jay. Vielen lieben Dank an dich, Verena, und lieben Dank an dich, Daniel, nochmal, dass wir mit dir zusammen heute dieses Gespräch führen dürfen. Ich erinnere mich noch herzlich gerne an unser letztes. Das hat mich sehr erfüllt und sehr viel Freude gebracht. Und es kamen dann tatsächlich auch über deinen und euren Kanal und euer Projekt Teilnehmer in die Masterclass, die begeistert waren und sind. Sie sind ja alle weiterhin Kunde, also alle, die da sind. Wobei ich das Wort Kunde für mich als schwierig empfinde. Das ist, also ich empfinde es als Team. Team. Ein Team. Wir arbeiten zusammen in dieser Community. Wir arbeiten jeden Tag. Die Menschen wundern sich und sagen, schläfst du auch mal, Jay? Ich bin also in der Telegram-Gruppe, die nie angedacht war, die aber entstanden ist. Wir hören die Bedürfnisse der Teilnehmer und wir agieren sofort, weil wir den Mindset haben, wir sind dazu da, Lösungen zu finden. Und ob das jetzt, du hast das eben eingangs gesagt, wofür ihr steht. Das hat mich daran erinnert, wo ich herkam. Also ich bin seit 30 Jahren im Markt,
Ich bin tatsächlich derjenige bis heute, der das Ausbildungsniveau im deutschsprachigen Raum, es ging damals über YouTube, eigenhändig auf ein professionelleres Niveau gehoben hat. Das war absurd, was ich 2016 angetroffen habe. Und mein Werdegang ist, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Eltern, mein Vater war bei der amerikanischen Botschaft, meine Mutter bei der australischen. Ich habe also sehr viel, wir sagen auf Englisch Exposure. Ich habe also sehr viel Englisch schon als Kind sprechen dürfen. Ich bin mit vielen Ausländern zusammen gewesen. Im weiteren beruflichen Verlauf hat meine Mutter eine eigene Firma kreiert, wo sie über 10 Jahre lang Messen in China gemacht hat und das alles zu einer Zeit, wo in China Frauen gar kein Business gemacht haben und schon gar keine Langnasen, / weiße Frauen. Und ich bin also in einem interessanten Umfeld aufgewachsen, wobei ich auch sagen darf, wenn ich mal Mindset mit ansprechen darf, weil ich eben viel das Wort Negativität in meiner Familie, meine Eltern haben mir im Grunde ein Mangel-Mindset vorgelebt. Und ich habe das, warum, weiß ich nicht, als Kind schon abgestoßen. Ich bin dann als junger Schüler ein Austauschjahr nach USA gegangen und habe da das große Glück gehabt, dass ich in jungen Jahren, in den formativen Jahren, nicht nur schon diesen völlig anderen Kulturkreis kennenlernen durfte und die andere Mentalität. Und jetzt kann man heute alles Mögliche als Europäer über die Amis sagen. Das ist nicht Kernaussage von meiner Geschichte, sondern worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte das große Glück, als Schüler schon Anthony Robbins Kassetten zu hören. Daniel, erinnerst du dich an Kassetten? Wir reden das ja noch ein bisschen jünger als ich. Wir kennen ja noch Kassetten, Daniel. Also Moment. Ich kenne Schallplatten. Also ich kriege die Verknüpfung zwischen einem Bleistift und der Kassette auch noch hin. Sehr gut. Also, genau, und unser erster Commodore C64 etc. pp. Also auch das spannend. Technologie erlaubt uns heute überhaupt erst im Ausland mit Hilfe von den Börsen und einem sehr guten Broker, den wir nutzen, den ich seit 20 Jahren nutze, Geld zu verdienen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, mein Werdegang war eben in Amerika, hat mich dann das Thema Börse schon in der Highschool gecatcht. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt hatte, über vermeintlich professionelles Glücksspiel dann zum Thema Börse gelandet. Ich dachte, ich werde Card Counter und spiele dann und verdiene dann Geld, dadurch, dass ich in Vegas beim Blackjack Kartendecks zähle. Alles Nonsens, geht nicht, haben die natürlich auch einen Riegel vorgeschoben, was aber dazu führte, dass ich ein Interesse an Mathematik entwickelt hatte. Und das heißt nicht, dass ich sehr mathematisch bin, überhaupt nicht. Ich habe mich im Studium da durchgequält, aber ich hatte das große Glück, auch über einen längeren Militärdienst wieder in den USA zu landen und dann hier auch zu studieren. Und mir war wichtig, dass ich den Überbegriff Business dort studiere, wo er herkommt. Also Eigentumsrechte kommen aus dem englischen Recht, wurden natürlich hierhin transferiert. Ja. Völlig anders als das heute eher, ich würde fast behaupten, sozialistisch ausgerichtete Europa. Ich habe diese Woche noch Research gelesen, warum die Wirtschaft in den USA so gut brummt. Lag unter anderem daran, dass in den USA während Corona unheimlich viele Menschen ihren Job gewechselt hatten in Corona und nach Corona, nämlich dahingehend in eine Tätigkeit, die ihnen näher am Herz lag. Ist ja auch so ein Mindset-Ding, wenn du das tust, was dir Freude bereitet, fließt das Wirtschaftsgut Geld auf, weil Geld auch nur Energie ist. Ich will mich gar nicht esoterisch anhören, weil ich bin Zahlen, Daten, Fakten getrieben, aber es gibt diese Zusammenhänge auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und mir war eben wichtig, in den USA das Thema Business zu erlernen, wo es herkommt. Und der zweite Aspekt ist, es wurden unheimlich viele in und nach Corona kleine und mittelständische Unternehmen gegründet, die sehr erfolgreich sind. So, was hat man in Deutschland gemacht? Bürgergeld eingeführt. Was haben die Amis gemacht? Die haben einen Scheck bekommen und viele Amerikaner haben gesagt, super, mit dem Cash kann ich jetzt endlich mein erstes Business gründen. Und ich führe das auf einen unterschiedlichen Mindset zurück. Und das war eben mein großes Glück, dass ich in formativen Jahren in den USA gelebt und ausgebildet wurde. Jetzt könnten wir auch viel über Bildung sprechen. Ist das eine Indoktrination oder ist das tatsächlich Wissen, welches du durch die Anwendung dieses Wissens zur Verbesserung deines Lebens nutzen kannst und dieses auch tust? Das haben wir auch sehr oft. Wir wollen etwas als Menschen, aber der Unterschied ist dann immer, will ich es nur wollen oder setze ich es auch um, also komme ich es ins Tun?
Ich habe also 2 Burnouts hinter mir. Ich war zweimal in meinem Leben in Burnout-Kliniken, insgesamt 5 Monate, habe jahrelang psychotherapeutische Prozesse gemacht. Lag daran, in meinem Fall geht es auf die Kindheit zurück, immer der Beste sein zu müssen, immer diese Daseinsberechtigung zu erkämpfen, rauszukommen aus diesem Umfeld der Negativität, in dem ich groß geworden bin. Und das ist kein Klagelied, ich beschreibe das. Das ist auch gar keine Kritik gegen meine Eltern, die jetzt heute sehr alt sind, die ich sehr liebe, Verhältnisse sind geklärt. Ich wollte mir selber auf die Schliche kommen, warum ich über meine körperlichen Grenzen hinaus stets performe. Ich war und bin es heute noch ein Rennpferd. Und wenn du dich dann im Alter besser kennenlernst, dann gehst du irgendwann auch Wege wie ich, dass du dir eben einen CEO ins Leben anziehst wie Verena. Und ich lasse mich sehr gerne von Verena steuern und die steuert unsere Unternehmung hervorragend. Ich darf jetzt in den Themenbereichen agieren und zu Höchstformen auflaufen, die mir am Herz liegen. Und das ist eben, und ich möchte das Wort Trading schon fast gar nicht mehr benutzen, weil es so abgenutzt ist. Also das, was seit 2016 in Deutschland passiert, ist ja lächerlich. Der Staat schützt dich vor allem Möglichen, aber 21-jährige Kinder können mir auf Instagram erzählen, wie dieser hochgradig komplexe Beruf funktioniert. Und auch letztem Interview einige der Kommentare unter eurem Channel haben mich persönlich sehr verletzt. Bitte, lieber Zuschauer, ich will dir gar nichts Böses. Du darfst es anhören oder nicht anhören. Meine Intention ist tatsächlich zu helfen. Ich habe nie gesagt, irgendwas in diesem Beruf ist schnell oder einfach. Es ist komplex, es ist Persönlichkeitsentwicklung, es gibt viel Fachliches zu erlernen. Aber was ich sage, und da stehe ich zu, für mich persönlich, jetzt bleibe ich bei mir, ist es der beste Beruf der Welt. Deshalb lebe ich ihn hier seit 30 Jahren. Und ich lebe ihn nicht bei der Sparkasse Pispachhausen, sondern ich war bei Lehman Brothers, ich war bei Societe Generale, ich war bei Nomura, ich habe über 1 Milliarde mein größtes Ticket selber getradet. Ich hatte 3,3 Milliarden Assets under Management. Das habe alles ich gemacht und ich verstehe gar nicht, wo dieser Hass manchmal in Deutschland herkommt und dieses Misstrauen. Ja, das kann der ja sagen. Schau dir doch mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal an. Und du wirst sehr wenig verstehen und dann verstehst du schon, der Mann hat anscheinend Ahnung. Ja, ich habe Ahnung. Ich habe sehr, sehr viel Ahnung und es ist mathematisch ein Zufall, dass jemand, der aus der ersten Liga kommt, über die Jahre gelernt hat, hochkomplexe Dinge, lustig und umsetzbar dir zu erklären und mit dir zusammen im Schützengraben liegt, jeden Tag und mit dir zusammen Renditen erwirtschaftet und auch Verluste öffentlich zeigt und sagt, das ist jetzt schlecht gelaufen, das können die Gründe dafür gewesen sein, das ist schlecht gelaufen, das war ein persönlicher Grund von mir, da sind wir wieder bei Mindset. Alles ganz transparent, denn ich nehme und das ist mein letzter Satz jetzt, ich möchte euch nicht totlabern, ich nehme die Aufgabe, die wir Gott sei Dank, ich glaube ja an Gott, danke lieber Gott, mit Verena und Chris und den anderen Teilnehmern, die wir haben und auch mit eurer Kooperation, Daniel, das fließt alles. Und die Aufgabe, die ich für mich identifiziert habe, weil mein höchster Wert Freiheit ist, Freiheit. Und jemand kommt zu uns und sagt, ich möchte tatsächlich sehr ernsthaft von einem Vollprofi die Zusammenhänge, angefangen bei Makroökonomie, bis hin zur, soll ich jetzt diese Aktie kaufen oder lieber verkaufen, soll ich es über eine Option machen oder soll ich es in der Kasse machen und was macht eigentlich die Zentralbank in Europa nächste Woche? Sie wird übrigens um 25 Basispunkte senken und auch das wird den Häusermarkt drüben nicht retten. Das ist alles hochgradig spannend. Und mit diesem Wissen, wenn du es anwendest, kannst du dein Leben verändern. Es wird deine Persönlichkeitsentwicklung fördern, weil du an deine eigenen Grenzen kommst. Und der dritte und viel wichtigste Punkt für mich, es ist tatsächlich etwas, wo du viel, was du in den Mainstream-Medien liest, differenzierter betrachtest, weil du dem globalen Geld folgst. Und bei Lehman haben wir oft gesagt, there's nothing funny about money. Das Geld regiert diese Welt. Das ist jetzt etwas, was Verena als anders tickende Frau vielleicht von mir etwas hart hört. Ich habe die Welt so kennengelernt. Das heißt nicht, dass ich sie immer so erfahre. Wenn ich mit meinem Pferd hier am Weißen Palmstrand reite, jede Woche ist mein Herz voller Liebe. Ich habe gestern Abend beim Dinner noch mit einem Freund gesprochen. Ich muss diesen Terror nicht mehr machen, meiner sauteuren
wie hat man das gesagt nochmal, die Steuern für dich machen, Steueragentur, ja, oder wie heißt die, Steuerberater? Steuerberater. Du hast ja schon vergessen, dieses Wort, weil verdammt, ja, die Ketten hast du nicht befreit. Ich habe mich befreit davon, weil das ja eine Lebenszeitverschwendung war. Ich habe ja einen halben Tag des Lebens die Steuer des Monats vorbereitet, nur um sie dann der Agentur zu schicken, die sie dann in Datev einhakt. Und überhaupt diese Tatsache, wir haben gestern beim Dinner darüber gelacht, dass ich eine Parkhausrechnung, weil ich mit dem Audi von der Firma irgendwo zu einem Meeting gefahren bin, da muss ich eine Parkhausrechnung kopieren, weil der sonst die Quittung ausgibt, muss die abheften und muss das 10 Jahre aufbewahren. Das ist, wenn du mal in der Freiheit bist. Und ich weiß, mit jedem Jahr, wo wir solche Interviews führen, wird die Kapazität der Menschen runtergedrückt durch Gesetzesveränderungen, durch den Schmerz, der dir verfügt. Meine Schwester, ich bin heute Morgen aufgewacht, Tränen überflutet, 2.200 € Heizkostennachzahlung, kann sie sich nicht leisten. Da kommt sie zu ihrem Bruder, dann kann der helfen. Das ist doch Wahnsinn, dass ein Mensch, der in Lohn und Brot steht, sich die Heizkosten nicht mehr leisten kann. Und ich bin da überhaupt ganz, ganz ruhig. Weil alles, was wir versuchen anzubieten, wie du auch, Daniel, ist Lösungen. Und zwar völlig authentisch. Ich gucke in diese Kamera. Ich will dir nichts Böses. Ob du in die Masterclass kommst oder nicht, ist mir völlig Latte. Interessiert mich nicht. Wurscht. Aber wenn du kommst, dann übernehme ich die Verantwortung, mit dem Team zusammen, dich zu fördern, dich zu fordern. Und allein das Wissen, was du dort lernst, wie die globalen Geldströme agieren, wie ich sie verfolge, welche Informationen ich daraus bekomme, gibt dir eine andere Kapazität, eine andere Fähigkeit für dich und deine Familie und deine Zukunft zu planen. Denn so wichtig ist das, was gerade passiert. Das sind tektonische Verschiebungen, die sind erschreckend teilweise. Und die Verena hilft uns oft, auch in der Mindset-Gruppe, die sie gegründet hat, im Mindset-Coaching, eben nicht in die Angst zu gehen, eben nicht in die Hilflosigkeit, in die Ohnmacht dort zu verharren, sondern ins Tun zu kommen. Und da finde ich eine positive Community, wie ihr sie habt, Daniel, und wie wir sie aufbauen durften und weiter ausbauen, ein Geschenk. In der heutigen Zeit ist es ein Geschenk. Wir haben gestern diskutiert, machen wir alles online. Ich habe gesagt, ich liebe diese 3 Tage in Tirol. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Ich möchte die anfassen. Ich möchte denen in die Augen sehen. Ich möchte Zwiegespräche in den Pausen führen. Ich bin zum Anfassen. Und ich teile mit dir mein Wissen und meine Erfahrung. Und es gibt ja von einem, ich habe seinen Namen leider vergessen, auch ein wichtiger Autor in den USA, der dieses Theorem aufstellte. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit hast. Ja? In den USA haben wir es dann im Investmentbanking umgemünzt auf, du bist dein Kontostand ist der Durchschnitt der 5 Menschen. Ich habe dann irgendwann 2016 einen Slogan für meine Firma kreiert. Der war einmal mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit. Alles mit Fragezeichen. Also ist dieses abgedroschene Wort Trading der Weg um mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit? Weil ich kann dir sagen, wenn du das so lebst wie ich, der eine sagt, meine Mutter sagt, du arbeitest den ganzen Tag, und ich sage, ich arbeite gar nicht. Mich interessieren einfach, wie eben die Non-Farm Payrolls gekommen sind. Die sind eben gekommen, 227.000, 220 wurden erwartet, die Aktien steigen, das Szenario war klar für uns. Ich liebe das. Also ich liebe das, dass ich verstehe, wenn A und B passiert, hat C eine hohe Wahrscheinlichkeit einzutreten. Ist das eine Garantie? Nein. Es gibt immer Imponderabilien, aber wir leben eben in einem Umfeld der Wahrscheinlichkeiten, probabilistisches Umfeld. Und so ist dein Leben auch. Es ist probabilistisch. So. Und die Entscheidung, die wir heute treffen, ob ich jetzt mit 52 mich jeden Abend zulöte mit Alkohol, dann sehe ich, was passiert. Brauche ich mir meine Eltern angucken, schaue ich, aha, mit 83 könnte das sein. Probabilistisch, ist ja keine Garantie. Wenn ich jeden Tag rauche, ist das eine Entscheidung heute. Mein Gehirn sagt, alle Gehirne sind so, ich kriege keinen Krebs, das kriegen die anderen. Ich kriege dann vielleicht Krebs. So, das sind die Konsequenzen. Und alles, was ich heute mache und tue, gestaltet meinen Morgen. Und das ist null abgedroschen, das ist die Realität. Das sehe ich bei meiner Ernährung, das sehe ich bei meinem Sport, das sehe ich bei meinen Gedanken, das sehe ich bei den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Und positive Communities zu haben, wo über sinnvolle Dinge gesprochen wird, die gemeinsam umgesetzt werden, ist aus meiner jetzigen Sichtweise ein Geschenk in der heutigen Welt.
Und das haben wir geschaffen mit der Liberty Brothers. Und ich nenne es ja eher gerne, auf sein Lebenskonto einzuzahlen, um auch nicht nur diesen finanziellen Aspekt, sondern deine Beziehungen, dein Ort, wo du lebst, ja, all diese Dinge, was du Neues lernst, eignest du dir neue Skills an. Das sind alles im Leben wichtige Faktoren, die deine persönlichen Vermögenswerte als Mensch nach oben bringen, weiterentwickeln und auf dein Lebenskonto einzahlen. Aber ich glaube, Daniel, du siehst schon, kurz geht bei Jay nicht, weil wir gehen immer die extra Meile. Wenn mein Rennpferd rennt, ja, dann Ich dann habe ist er mir, da und also weg. Ich ganz, bin mehr ganz, so die ja, ja. Management Summary Ich lese mal, Objekt. Ne? ja, ich lese mal, was auf meinem Notizzettel steht an der Stelle. Bitte. Ich lese mal vor. Kurze persönliche Vorstellung. Nein, aber danke, Jay. War vollkommen okay. Ich meine, das ist ja ein Podcast, ne? So ist ein Podcast sozusagen. Und Es fließt. Es ist halt bei da ihm ist ist das immer halt der so. Deep Dive. Und so ist Genau, es auch so in ist den das, ja, Ausbildungen, ja. in der Schulung. Er Absolut. liefert immer mehr und geht gleich ins Medias Ja, Res ja. sozusagen. Jetzt, Und genau. Ich versuche trotzdem mal, sagen wir mal, Bitte. zu denken wie die Zuschauer und Zuhörer. Wir kennen uns ja jetzt schon und wir haben schon mal gesprochen. Ich würde gerne mal so, aber wirklich kurz waschen, schneiden, föhnen. Gern mal zusammenfassen für die. Ich habe es gar nicht gehört. Und dann Ja. Das ist lustig, Daniel. Ja, ich würde gerne mal ganz kurz trotzdem zusammenfassen, damit diejenigen, die jetzt das erste Mal dabei sind. Also, was bekommen Sie von euch, wenn ich jetzt bei euch Kunde bin? Wir werden ja nachher vielleicht noch ins Detail gehen, aber jetzt bitte mal kurz. Was kann ich nachher? Was erwarte ich davon? Oder was kann ich davon erwarten, jetzt eure Masterclass zu besuchen? Wir können es zusammen machen, aber ich will aus dem fachlichen Teil etwas sagen. Bitte. Also ich komme von keinen Mickey-Maus-Buden. Ich komme von den besten Banken der Welt. Und dann ist auch immer die Frage, was hast du da gemacht? Also von Hause aus bin ich Bond-Trader. Und es gibt so eine Hierarchie auf dem Trading-Floor. Die smartesten sind die Bond-Trader, ist auch der größte und komplexeste Markt. Dann kommen die Options-Trader, dann kommt lange nichts. Und ganz unten sind dann irgendwie, weil es andere Theoreme sind, Aktientrader. Und als Bond-Trader, Bondpreise, also Staatsanleihen, wenn wir jetzt fragen würden, hast du schon mal eine Staatsanleihe gekauft? Das wissen viele Leute gar nicht. Sie wissen nicht, was das ist, wie es geht und warum sollte ich das überhaupt kaufen. Und was du lernst, ist, die 4 Jahreszeiten, die an den Börsen existieren, zu lesen. Und zwar nicht vielleicht ist Sommer, sondern abzulesen. Es ist Sommer. Und im Sommer an den Börsen investieren wir oder handeln völlig unterschiedliche Aktiva als im Winter, im Frühjahr oder im Herbst. Du lernst also, haben wir Wirtschaftswachstum, was macht die Inflation, was macht die erwartete Inflation. Das ist das Basisgerüst. Darauf baut übrigens alles auf, inklusive deinem ganzen Ether, Bitcoin, Shitcoin Trading, egal was. Du musst das alles heutzutage wissen. Wenn du immer noch da auf deinem Sparkonto unterwegs bist oder wenn du immer noch reine technische Analyse machst, dann freut mich dass das vielleicht für dich funktioniert. Aber es gibt so unterschiedliche Skillset, Daniel. Das habe ich auch erst spät in meiner Karriere gelernt. Das eine ist Geld kreieren, das andere ist Geld halten. Und das bedeutet natürlich auch, in welcher geografischen Region lebe ich, wie ist mein Geldverdienen aufgestellt, in welcher Hülle, kann ich das steueroptimiert machen oder nicht. Das sind alles wichtige Faktoren. Und der Nonsens ist zu glauben, ich kann mir das selber in einem Buch anlesen. Das ist nicht möglich. Die Welt ist so komplex heute. Ich könnte jetzt mit ganz vielen Fremdworten um mich werfen, mache ich nicht. Du bekommst die Basis und dann wie eine Pyramide bauen wir Step by Step auf. Du bekommst einen Prozess in Form von wie eine Checkliste und einem Excel-Sheet, die du jedes Wochenende ausfüllst. Und am Ende hast du deine ETF-Trades, du hast deine Aktientrade und du hast 1 bis 3 sehr, sehr hohe, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommende Forex-Trades. Und ich möchte das nicht in den Kommentaren lesen. Forex, Unsinn, unseriös. Forex ist der größte Markt der Erde. Ist nicht langfristig zu manipulieren. Und wir sprachen eingangs, bevor die Aufnahmeknopf gedrückt wurde, über Afrika und über andere Regionen. Alles trifft sich im Forex-Markt. Eines Tages, wenn eine amerikanische Firma eine japanische kauft, muss der Betrag Dollar gegen Yen gewechselt werden. Eines Tages wird das Öl von Texas geliefert nach Rotterdam. Dann muss die Euros in Dollar gewechselt werden. Die Welt trifft sich im Forex-Markt. Also immer wieder zurück zum Mindset. Habe ich irgendwelche Glaubenssätze, die ich nicht hinterfragt habe?
Meiner war zum Beispiel, Immobilien sind super. Immobilien müssen nicht super sein. Ich mache sehr, sehr viele in Optionen, schneller, besserer Cashflow, weniger Theater und keine Steuern drauf zahlen, weil es eben speziell in einem guten Vehikel, in einer guten Jurisdiction abgebildet wurde. Jurisdiction, jetzt habe ich Englisch gesprochen, Region. Du bekommst das Fachwissen, und zwar holistisch, wie du die fundamentalen Dinge analysierst und verstehst. Und zwar, wir kriegen ganz oft, muss was wissen. Wenn du gar nichts weißt, liebe ich dich noch mehr. Das ist viel sinnvoller, als wenn du 10 Jahre lang Nonsens gelernt hast. Da bin ich wieder bei, was ist Bildung und was ist Indoktrination. Ja, es ist auch ein bisschen Finanzmathematik dabei, aber das machen wir, alles, was wir machen, machen wir mit viel Freude, mit viel Lachen, damit du emotional positiv lernst, so wie Kinder gelernt haben. Dann die Intermarket-Analyse, alles hängt miteinander zusammen. Dann die Sentiment-Analyse, wie ist die Stimmung an den Börsen? Im Moment ist sie in den USA extrem euphorisch. Das kann länger so weitergehen, aber da darf man anfangen, vorsichtig zu sein. Und dann die korrekte technische Analyse. Allein an den FIST siehst du schon, aha, okay, ich krieg also relativ viel Wissen. Ja, genau. Und zwar praktisch vorgelebt und angewandt. Vormachen, erklären, nachmachen, üben. Da siehst du, dass ich mal jahrelang Soldat war. VENU, ja, das ist das Ausbildungsprinzip für Soldaten. Ist egal, ob du noch nie geschossen hast oder ob du schon Olympionik bist. Wenn du bei mir landest, gehst du durch die VENU-Ausbildung, wie du eben schießen lernst. Und hier ist es genau dasselbe. Wann investiere ich in was? Das alles ist eingebettet in Risikomanagement und das alles ist eingebettet in Psychologie. Und ich finde, das ist doch hübsch. Vielleicht kann ich das Mikro jetzt an dich geben, Verena, ja, weil die Psychologie doch sehr wichtig ist und du da federführend für uns bist, auch über das Journal und deine Gruppen. Ich fasse vielleicht in Waschen, Schneiden, Föhnen, Daniel, das nochmal kurz zusammen, weil dann ergänzen wir das. Also du bekommst mit Jay, wenn ich 3 Begriffe nehme, dann ist das Skillset, ist das passende Toolset und das richtige Mindset mit. Und das, was Jay angesprochen hat, jetzt fange ich von hinten an, danke für die Überleitung. Ein konstant profitabler Investor oder Trader braucht einfach auch ein konstant profitables Mindset. Und was meine ich damit? Letztendlich brauchen wir diese mentale Stärke. Wir brauchen die Emotionen, die bei uns im Unterbewusstsein liegen. Und wir denken immer, wir entscheiden anhand der Ratio und anhand des Bewusstseins, werden dir in diesem Beruf so gespiegelt. Deswegen ist es für mich auch die Kür der Persönlichkeitsentwicklung. Es wird dir so gespiegelt, dass dein Unterbewusstsein dich mit voller Bandbreite mit Dingen überrennt, dass du dich viel besser kennenlernen darfst, weil das ist eine Entwicklungsreise. Und auf dieser Reise begleiten wir dich und haben eben auch für die Masterclass und für die Gruppe ein eigenes Trading-Journal entwickelt, weil wir als Profis nicht immer jeden Tag an deiner Seite sein können, aber wir können die richtigen Fragen stellen und so hast du einen Coach an deiner Seite und durch das Dokumentieren, das Reflektieren wirst du auch automatisch besser, weil ich sage immer, wer schreibt, der bleibt und wer reflektiert, Reflexion vor Aktion. Und es muss sehr wohl überlegt sein, weil das ist kein Hobby, sondern dann eine Berufsausbildung, die du hier mit Jay Madro erlernst. Das ist eine Berufsausbildung, in die du in dich investierst. Also solltest du auch dir genau überlegen, welche Investitionen gehst du ein. Also kurz zusammengefasst ist es, du bekommst mit der Liberty Brothers, mit der Forex Masterclass und vielleicht können wir dann in einem weiteren Schritt nochmal über was ist eigentlich Forex, wenn der ein oder andere das noch nicht weiß, dann jemand drauf eingehen. Eine Berufsausbildung, ein makroökonomisches Verständnis. Du bekommst einen professionellen Bankenhändler der Welt mit über 30 Jahren Markterfahrung an deine Seite als Coach. Ja. Nachdem, und das bestätigen uns ja auch die positiven Rückmeldungen, was wir bei der ersten Masterclass noch nicht hatten, du kannst jetzt auf Trustpilot schauen und dich selber davon überzeugen, jetzt haben wir endlich dieses Feedback. Du weißt mehr wie 99% aller Retail-Trader da draußen. Ja. Und letztendlich ist dieses aufgebaut, dass du das Skillset mit den richtigen Wissen, aber wie kann ich es auch anwenden, mit den richtigen Tools und mit dem richtigen Mindset diesen Beruf erlernen kannst, dieses Handwerk erlernen kannst. Und der große Vorteil ist, wenn du zu uns kommst, bist du dann auch Teil der Community. Das heißt, diese Reise startet erst ab jetzt. Uns ist Qualität vor Quantität. Wir wollen mit den Menschen, die zu uns kommen, uns weiterentwickeln. Genau an den Themen auf persönlicher Ebene mit mir und der fachlichen Ebene mit Jay als Gruppe gemeinsam vorankommen. Also das heißt, es ist auch nicht immer nur eine Frontalbestrahlung, sondern sehr viel Interaktion, sehr viel Umfragen, um weiter zu wachsen
Und nur wer Teil unserer Gemeinschaft ist, wird dann quasi auch weiterkommen. Und nur dank der ersten Masterclass und den gemeinsamen Feedbacks ist jetzt ein weiterer Masterclass entstanden, nämlich im Bereich der Optionen, Daniel. Das heißt, auch da die haben das Fundamentale verstanden. Die haben diesen institutionellen Prozess, den Jay entwickelt hat und seit über 8 Jahren etabliert, das würde ich gerne an der Stelle nur so zusammenfassen, nämlich den er selber FIST genannt hat und schon kurz erklärt hat, also wirklich auf ein Ergebnis zu kommen, was spielt der Markt fundamental, was passiert im Intermarket, welche News werden gespielt, wie ist die Stimmung des Marktes mit dem Sentiment, plus die passende technische Analyse und mit uns gemeinsam auch das richtige Trade Management, wie komme ich in die Umsetzung, lernt er also das Fundament, die Basis dessen. Und dann sind weitere Stufen, wie kann ich natürlich mit diesem Wissen noch weiter anwenden, zum einen mein Vermögen weiter aufbauen oder auch mein Vermögen zu schützen, das sind ja bei vielen anderen auch, also aktiv zu steuern, aber auch passiver zu steuern im Bereich der Optionen. Und nur die Teil von unserer Community sind, können darüber hinaus eben Optionen buchen, die können in die Coachings kommen. Wir haben gemeinsame Abos entwickelt und das ist, glaube ich, auch ein Qualitätssiegel, dass 99% aller, die die Masterclass besucht haben, jetzt auch in unseren Abos sind, die Woche für Woche mit uns weiterarbeiten, die mit mir viele im Mindset Monat für Monat weiterarbeiten. Also wir sehen das als Startschuss. Deswegen sprechen wir hier mit dir, um dann diese Reise gemeinsam fortzusetzen mit weiteren Produkten rund um das Thema Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung, um da wachsen zu können. Also das hoffe ich mit Waschen, Schneiden, Föhnen, passendes Skillset, passendes Toolset, passendes Mindset und sich dann die Zeit geben, den Willen haben, an sich zu arbeiten, dann sind diese Menschen bei uns richtig. Und da einige von euch kamen von eurer Community zu unserer Masterclass und begeistert waren, denke ich, ist es genau das, dass sie auch das richtige Mindset mitbringen und verstehen, dass man sich in der heutigen Zeit es auch gar nicht mehr leisten kann, nicht in sich zu investieren. Ja, also wir sind in so einem Veränderungsprozess, das kann dir auch keiner mehr nehmen. Das sind die Skills, die du erlernst und ich finde das äußerst sinnvoll und deswegen lade ich hier auch ganz viele Frauen ein. Wir hatten schon ein paar in der ersten Masterclass, Daniel, aber vielleicht können wir jetzt noch ein paar mehr generieren, die super Risikomanager sind, die diesen Beruf auch erlernen sollten, weil Finanzbildung geht uns alle was an und gute, qualitativ wertige Ausbildung kostet Geld und jeder sollte sich das wert sein, in sich zu investieren, sich wertvoller zu machen und deswegen haben wir diese Reise angetrieben. Ich hoffe, das war für dich jetzt ein bunter Blumenstrauß, Danke, dass du es als Zuschauer verstehst. Sonst bitte um Rückfragen. Ich habe mal zwei, drei Fragen. Und zwar die meisten der Klassenteilnehmer, sage ich jetzt mal, die ihr bis jetzt gewonnen habt. Sind das jetzt in erster Linie welche, die wirklich auch auswandern wollen oder schon ausgewandert sind, also außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz, sozusagen, ich möchte mir jetzt damit künftig meinen Lebensunterhalt verdienen oder sind mehr, die noch in Deutschland, Österreich, Schweiz sozusagen leben und es von dort aus machen? Also ich finde das sehr interessant, weil die Art von Mensch, auch wenn sie alle unterschiedlich aussehen, die bei uns im Seminarraum sitzen, sind anders. Sie sind anders. Es muss an diesem Gesetz der Anziehung liegen, weil ich einfach anders bin. Und ich sage sehr häufig, wenn du das tust, was 99% der Menschen tun, wirst du nie zu den 1% gehören. Und das ist ja auch erstmal, willst du das wirklich und was bedeutet das für dich? Für mich ist der Wert Freiheit der höchste Wert. Viele Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, weil sie keine Zeit haben, sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Wert, den ich habe. Dadurch, dass wir eine andere Qualität von, das hört sich schrecklich an, wie darf ich das beschreiben? Wir haben einfach andere, ich bin sehr anders, ich mache nie das, was die Masse macht, nie, never, ever, alle haben mich für verrückt gehalten, dass ich gegangen bin. Ich sage, ja, das können wir jetzt nächtelang drüber sprechen, warum ich weg bin. Irena und Chris sind ja ein Jahr vor mir gegangen, da war ich noch in Dubai. Es gibt auch Gründe, warum ich aus Dubai wieder weitergezogen bin. Alles hat Gründe. Ich habe aber die Fähigkeit zu handeln und das haben viele nicht. Diese Handlungsfähigkeit fehlt. Um eine Frage konkret zu beantworten, der Prozentsatz an Menschen, der von unseren Teilnehmern ausgewandert ist und dabei ist auszuwandern und auch die Masterclass dezidiert dazu nutzt, um sich selber in eine Position zu erarbeiten, um dann auswandern zu können, der ist höher als der Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland im Moment.
Aber der muss auch höher sein, weil die wenigsten Menschen überhaupt das Konzept verstehen, dass ich für eine Berufsausbildung Geld bezahle. Und ich möchte kurz auf deinen Partner eingehen, den Herrn Sauerborn. Ja? Für mich mit einer Firma, ich bin dann ohne Firma, ich habe sie dicht gemacht, ich weiß nicht, wie viel Geld wir investiert haben, um mit einem Mann wie ihm und seiner Kanzlei so rechtssicher wie möglich, das ist ja gar nicht möglich in Deutschland, rechtssicher zu gehen. Das macht der Staat ja extra, damit er dich immer weiter angreifen kann. Und dass er nicht vertrauenswürdig ist, beweist er ja jeden Monat neu mit neuen Gesetzgebungen. Worauf will ich aber hinaus? Wenn man sich den CV von Herrn Sauerborn ansieht, dann sieht man, dass du da nicht mit irgendeinem, ich meine, ich kriege jede Woche E-Mails von irgendwelchen jungen Menschen. Ich finde das ja super, dass sie was machen wollen, aber die erzählen mir dann, wohin ich auswandern soll und was für eine tolle Community sie haben. Sag mal, bist du also ich bin 52 Jahre alt und ich habe ein Vermögen und ich hatte eine Firma mit über 300 Leuten. Ich kann nicht einfach so einem Jungspund folgen, ja? Und worauf will ich hinaus, Daniel? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Höhe deines Einkommens, das habe ich früher mal gesagt. Und die Qualität meiner Fragen, und jetzt kommt's, die Qualität der Antworten von Herrn Sauerborn, die bestimmen, ob ich in den Knast gehe oder ob ich das alles sauber ins Ausland verlagern konnte. Und das kostet Geld. Und das ist etwas, was ich schon als Schüler in Amerika verstanden habe. It takes money to make money. Und wir machen zum Beispiel keine Werbung. Ich selber habe mal ein halbes Jahr Werbung auf Instagram gemacht. Das ist eine Katastrophe. Da kommen Leute, kann ich in Raten zahlen, kann ich dies machen, kann ich das machen? Und bitte, nochmal, meine Schwester hat nicht die 2.200 €, um ihre Heizung nachzuzahlen. Ich helfe, wo ich kann. Aber das geht nicht. Du kannst mit Harvard auch nicht anrufen und sagen, so, und jetzt hört sich Harvard an. Ja, aber ich habe Herrn Sauerborn bezahlt, weil ich die beste und die qualitativ wasserdichte Information brauchte. Die gibt er mir und ich setze sie dann um. Das habe ich gemacht. Und die Leute, die zu uns kommen, zu mir kommen, die haben sich mal schlau gemacht, wo kommt der Medro eigentlich her? Und die haben mal Zeit auf dem YouTube-Kanal verbracht. Und dann haben die sich vielleicht mal Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt, in New York und in London bei Lehman Brothers zu arbeiten. Und was es eigentlich für einen Unterschied macht, ob ich bei der Landesbank Baden-Württemberg bin oder bei Goldman Sachs. Und nichts gegen die Landesbank Baden-Württemberg, ja. Aber du kannst die Leute ja gar nicht vergleichen. Die Top of the Top von den Top-Universitäten, die sind deswegen da, weil sie eben etwas anderes an Informationen haben, es ist also Informationsasymmetrie. Und das gibt es nicht umsonst. Und ich weiß, das Schlimmste, was in Deutschland in der Kultur passieren konnte, war damals diese Mediamarkt-Kampagne Geiz ist geil oder Saturn, ich weiß es nicht mehr. Das haben die Amis komplett anders verstanden. Die Amis verstehen einfach, Universität kostet Geld. Muss ich zahlen, Ende. Wir haben Universität ist umsonst. Hab ich gefeiert früher, ja, bis ich den Qualitätsunterschied gesehen habe. Ich saß in Bonn im VWL-Studium auf dem Fußboden. Es gab keinen Sitz für mich und musste mir einen Professor da vorne anhören und habe tatsächlich kein Wort verstanden. Und dann bin ich in den USA. Durch mein erhöhtes Einkommen, durch die Bundeswehr, konnte ich mir eben abends dann die Studiengebühren leisten. Andere haben sich Autos und Wohnungen gekauft. Ich habe das alles voll in mein Studium geknallt. Ja, hallo? Das war Wahnsinn. Ich hatte meinen eigenen Stuhl. Ich saß immer in der ersten Reihe, weil ich so ein Streber war und bin und habe Privatunterricht aus dem gemacht. Und wenn du mein Professor warst, Daniel, dann habe ich am Ende des Semesters einen Bewertungsbogen über dich bekommen. Ich über dich. Und wenn da ein Professor nur scheiß Bewertungen bekommt, weil er irgendwie nicht griffig ausbildet, dann hat er nächstes Semester keinen Job mehr an der Uni. Völlig andere Mentalität. Und ich sage ja nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, es ist anders. Und die Qualität der Informationen, die du bekommst und von wem du sie bekommst, sind sehr, sehr entscheidend. Und wenn mir einer halt, der niemals, weiß ich nicht, in diesem Beruf in einer aussprechbaren Position lange gearbeitet hat und Erfahrung gesammelt hat, das wäre so, als wenn ich Verena frage, Verena, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mit der Wegzugsteuer, was muss ich da machen? Da frage ich nicht die Verena. Die Verena ist nicht die Quelle, sondern der Christian Sauerborn ist die Quelle in dem Fall oder jemand anders Vergleichbares. Ich sage jetzt nicht, dass Christian der Einzige ist, aber er ist so gut. Sebastian, ja. Sebastian, Entschuldigung, ja. Super. Erklärt so ein bisschen, Daniel, ne? Also das sind Unternehmer, das sind eigenverantwortliche Menschen, das sind Selbstdenken, das sind Menschen, die schon in ihrem Bewusstseinsebene, vielleicht nennen wir es so, entweder schon die Entscheidungen getroffen haben oder diese Entscheidung für sich treffen und gerade in dieser Phase sind. Und andere, die zumindest überlegen, wie zum Beispiel Plan B.
Oder was gibt's noch für Optionalitäten? Und ich glaube, das ist auch eine hohe Qualität, weil letztendlich geht's auch in der Ausbildung. Du musst Entscheidungen treffen können, du musst bereit sein zu investieren, du musst auch in Wahrscheinlichkeiten lernen zu denken. Und ich glaube, das sind eure Community und die Menschen, die zu uns kommen, die diese Lernfähigkeit entwickelt haben. Und ja, also wir hatten aus aller Couleur und Länder da. Und von daher ist das auch in dieser Mexiko, Gruppe, in dieser, also Mexiko, Thailand, ich glaube 5 oder 6 Länder waren es, wo alle da waren, aber deutschsprachig, also der Kurs ist in Deutsch, die zusammenkamen und das macht auch diesen Spirit aus. Und ich glaube, Daniel, das habt ihr ja auch in euren Workshops und Kursen. Das ist ja nicht nur eine Berufsausbildung, die du lernst, sondern diese Gemeinschaft, diese Menschen, diese Unternehmer, also das, was uns da verbindet, das Netzwerk, was du da hast und der Austausch, das ist ein Startschuss in eine Verbindung, die weit über diese Ausbildung hinausgeht. Ja? Und so sehen wir ja auch, dann kommen wieder Fragen, aha, das habt ihr bei der STM gemacht, ja, ich muss auch ein Gespräch mit dem Daniel haben, weil darüber muss ich nachdenken. Also es triggert einen auch im Positiven, sich über Dinge nachzudenken, für diejenigen, die noch nicht so weit sind, aber die bei uns waren und die wir uns auch für künftig wünschen, das sind schon die sehr freiheitsliebend, sehr eigenverantwortlich agieren und ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und sich nicht von einem System quasi abhängig machen wollen oder da raus wollen. Ja. Was mir halt sehr gefällt, ist, denen zusehen zu dürfen, wie sie das Wissen umsetzen, wie sie besser werden, wie mir WhatsApp geschickt werden und E-Mail und auf Instagram. Schau, Jay, das macht die Fed als nächstes und das macht und schau, wie sich das bei der RBA verändert hat und die China-Zahlen kamen schlecht rein, der Aussie-Dollar fällt. Das ist, wenn jemand das zum ersten Mal hört, Trading, das ist so versaut, dieser Begriff, ja, und Investments. Dieser Mensch der hat eine zusätzliche Hürde. Der könnte sich nie vorstellen, wie das Leben ist, so wie wir. Wir wachen morgens auf, es ist Sommer, dann nimmst deinen Kaffee, machst die Schirme an und liest erstmal. Und es ist ein lesender Beruf. Ich lese gestern, dann bin ich beim London Stock Exchange in einem Webinar 1 Stunde mit einem Wetterexperten, lerne etwas über La Niña, weil ich halt Bock habe zu lernen. Daniel, ich habe einfach Bock zu lernen. Lerne über La Niña, sag dann, warte mal, Brasilien, das Wetter wird gar nicht so schlecht. Die Ernte, sagen die mir vom London Stock Exchange, könnte besser reinkommen. Gucke mir dann den ETF an und schicke dann, schicken heißt verkaufen, Putz und mache 25% Rendite aufs Jahr gesehen bis zum 20. Dezember. So, und du hörst von mir nur Rendite. Das Erste, was du lernst, ist ein Prozent rechnen und Prozent denken und Prozent rechnen. Das wurde nämlich im Bildungssystem in Deutschland vergessen anscheinend. Ja. Das ist aber das ist das fundamental Wichtigste. Und das Zweite ist, du lernst relatives Denken. Nicht absolutes Denken, relatives Denken. Und durch das relative Denken und Prozentrechnen kommen hohe Wahrscheinlichkeiten raus. Also wir haben Hit-Ratio von 87,7%, hatte ich mal öffentlich getradet, wo ich montags ein Video veröffentlicht habe, was mit 87%iger Wahrscheinlichkeit diese Woche in welchem Währungspaar passiert. Und das lief butterweich durch. Und das ist ja auch, warum die Leute in die erste Masterclass kamen, weil ich auf Instagram jeden Montag ein Video gemacht hatte, 20 Minuten, wo ich erklärt habe, das ist diese Woche wichtig und das ist der Trade, der kommen wird. Wahrscheinlich. So, und das, was so unglaublich ist, die kommen dann. Und das ist kein Magic. Und dann habe ich auch Linien eingezeichnet und dann sieht das ganz aus wie Houdini. Dann ist der Kurs da hingelaufen und da gedreht. Und was ich aber sage durch den FIST-Prozess ist, das hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu kommen. Die Preise sind nicht zufällig, die Richtung ist nicht zufällig. Das hat alles Treiber, fundamentale Treiber. Und diese Treiber zu lernen und zu verstehen und dann die in der Umsetzung zu sehen, oh, ich traue mich nicht, gut, geh zu Verena, die arbeitet an deinem Mindset, dass du dich traust. Oder, wow, das ist super und das macht mir Freude. Mir macht einfach Freude, ich bin ja hier der Fachidiot, mir macht einfach Freude, wenn Leute das Fachliche anwenden und mit mir gemeinsam Bock haben, im Schützengraben diese Märkte zu traden und zu investieren. Ich will dir nur sagen, dadurch, dass ich eine andere Art von Denken habe, kriege ich was mit über Brasilien, gucke dann ein Wetterseminar von Profis, London Stock Exchange, hab dann den Toolset, weil das sagt ja Verena, die Skills, die Tools, das Mindset, gucke und hab dann die Eier in der Hose, den Trade auch zu machen. Zack, 25% annualisierte Rendite. Next. Und das ist etwas, was mir Freude bereitet, weil dafür kann ich dann wieder abends super lecker essen gehen. Oder sonst irgendwas. Oder meiner Schwester die Heizkosten bezahlen. Das ist alles real, was ich sage. Es findet alles statt. Millionen von Menschen können sich die Heizung nicht leisten. Das verrückt ist das.
Okay, war sehr informativ, danke. Jetzt kommt meine zweite Frage. Ich habe sie mir sogar noch gemerkt. Ich habe sie nicht vergessen. Eigentlich ist das derbe Kritik. Danke, Daniel. Nee, ich soll euch sagen, ich habe echt gedacht, ich habe so gespannt zugehört, ich habe jetzt gerade gedacht, habe ich mir die Frage eigentlich noch gemerkt, aber So ehrlich. aber sie voll im kommt, Flow. Okay. sie kommt mir gerade. Nee, also ich will dich nie bremsen. Ich hätte dich gebremst, lieber Jay. Es war halt spannend bis zum Schluss. Was brauche ich jetzt? Also was muss ich investieren? Die Verena sagte, ich investiere in mich selbst, das ist klar. Aber jetzt mal generell, wie viel Zeit pro Woche kostet mich also wie kann ich mir das vorstellen, die Masterclass? Ist es richtig, montags findet sie immer statt, also dieser Unterricht? Oder, also sprich, der Unterricht, den ich bekomme, wie viele Stunden pro Woche ist das? Kann ich das, ist das eine aufgezeichnete Sendung? Also wie viel gibt es aufgezeichnet, wie viel ist live? Also einfach so mal ein bisschen Fakten über Jay, soll ich mal starten mit dem, über was das Teaching, ne? Gerne. das Teaching, was da so genau. ist. Und sag auch, dass man das natürlich nachlesen kann auf der Seite. Ja. Ja, also brauche ich einen PC, geht es mit dem iPad oder mit dem Handy? Super Also Fragen, wie genau, ist das? Ja. Wie viel, wie häufig am Tag muss ich mich damit beschäftigen? Das ist ja eine Sache, die vielen auch vielleicht Sorge macht, dass sie dann einfach, ich erinnere mich noch an die Überfordert sind oder kann ich das überhaupt machen? Ich erinnere mich an die BlackBerry-Zeiten noch, ich war ein totaler BlackBerry-Fan früher und ich hatte so rechts immer so diese schwarze, ich liebte am meisten dieses Stück Kohle da, was es gab, also die Vollplastik, wo du so ein Plastikholster hattest, mit dieser riesenbreiten Tastatur, mit dem Rollrädel an der Seite, genau, das Ding so. Und dann war es immer so, du saßt mit irgendwelchen Leuten am Tisch im Restaurant und plötzlich bekamen sie alle so eine Gesichtslähmung und starten, weil sie haben einfach nur geguckt, wie häufig vibriert das Ding jetzt? Einmal, zweimal oder dreimal. Ne? Süchtig nach Smartphone. Weil du konntest ja im Prinzip bestimmte Absenderkennung sozusagen damals, das war ein Novum damals, ne, ganz neu, konntest du dir programmieren, wenn von dieser E-Mail-Adresse was kommt, dann vibriere einmal oder zweimal oder dreimal. Ne? Und dann schnell rausholen und schnell nachgucken. So, also, es geht einfach darum. Ich leg gerne los. So lustig. Ja. Also du kannst bei uns auch alles auf der libertybrothers.com Masterclass haben wir eine eigene Landingpage dafür entwickelt, weil es ist wirklich, ich brauche etwas Zeit dafür, Daniel, um dir zu sagen, weil ich habe es ja angesprochen, es ist wirklich eine Berufsausbildung, aber was beinhaltet jetzt diese Masterclass? Und ich versuche es dir mal so kurz zusammenzufassen. Also zum einen richten wir uns ja auch an Menschen, die auch noch im Beruf stehen. Ne? Also das ist auch der Kurs, ist so konzipiert und die Hauptaufgaben, die es zu machen gibt, was Jay schon angeschnitten hatte, den FIST-Prozess zu machen, ist zum Beispiel eine Wochenendarbeit. Ne? Aber dieser Kurs, wenn ich mich jetzt entscheide, Daniel, du hast dich mit mir in Verbindung gesetzt, wir haben alle Eckpunkte, all deine Fragen geklärt, was bekomme ich denn quasi dann geliefert für mein Geld? Also zum einen, wenn du jetzt einsteigst, haben wir einen vorgefertigten Pre-Video-Kurs. Und in diesem Pre-Video-Kurs sind so circa 45 Sessions, wo du schon mal ein erstes Basisverständnis bekommst, damit wir dich auf dieses Live-Offsite, wo Jay dich dann Druck betankt und du in Live und Farbe ihn kennenlernst in seiner Aktion, dich quasi richtig vorbereitest. Da erklären wir schon mal den FIST-Prozess und der richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Uns ist wichtig, auf eine Flughöhe zu kommen, in dem wir dann zusammenarbeiten können. Und dieser Videokurs wird im Vorfeld absolviert. Ja? Also von daher 45 Sessions, das ist je nach deinem Zeitkontingent, ob du dir abends einzelne Sessions anschaust, dann musst du Dinge einrichten. Also du brauchst von deinem technischen Setup, und das ist ja ein Beruf, was du erlernst und kein Hobby. Also von daher sagen wir traden auch nicht am Handy, sondern du brauchst einen ordentlichen Laptop, du brauchst einen Computer, du brauchst vielleicht ein, zwei Bildschirme, aber du brauchst die richtige Profi-Software auch. Also, aber du bekommst von uns eine komplette Anleitung, was du alles brauchst. Also das ist alles in dem Pre-Video-Kurs und das ist ja das Tolle. Jeder, der jetzt kommt, profitiert ja von denen, die das letzte Mal da waren, an Fragen, die kamen, was wir dann auch noch alles weiterentwickelt haben. Also dass du letztendlich richtig vorbereitet wirst auf die Masterclass, wirst du schon ganz, ganz viel an Grundlagen lernen über den Forex-Markt. Warum? Was ist das überhaupt? Orderarten, Risikomanagement, welche Tools brauche ich? Also all das, Daniel, lernst du.
Dann kommt im Januar, und das ist eben wirklich ein quasi Pflichttermin, der feststeht. Wir sind von 18. bis 20. Januar im Aquadom in Tirol. Und da kommen wir alle zusammen und tauchen quasi mit Jay dann vor Ort in seinen institutionellen FIS-Prozess mit ein. Und hier bekommst du Einblicke, wenn wir Dinge vertiefen, an dem Prozess arbeiten, und wirklich am Ende spuckt das auch ein Ergebnis aus, was wir schon gemeinsam erarbeiten, weil es wichtig ist, zusammen ins Tun zu kommen. Und diese Skripte, Cheats etc., also wir haben sogar auch aus der Mindset und psychologischen Form eine eigene Lernplattform entwickelt. Und auf dieser Lernplattform loggst du dich ein, die ist browserbasiert, dafür brauchst du keine Apps oder sonst was. Du brauchst Internet und du brauchst einen Rechner, und auf dieser Lernplattform findest du alles. Ja, da hast du die Prozesse, wir haben Jay hatte vor vielen Jahren einen eigenen FX-Stärke- und Schwächeindikator entwickeln lassen, den wir mit dir teilen. Perfekt für String-Trading auf dem Währungsmarkt. Also wir haben Strategien und Plays. Wir geben dir quasi ein eigenes Playbook mit an die Hand mit unterschiedlichen Trading-Setups, wo du sukzessive mit Jay und dem Team lernst. Dann habe ich schon angesprochen und vorhin einmal kurz in die Kamera gezeigt, dann bekommst du auch vor Ort in Tirol dein eigenes Trading-Journal, weil eben die Trading-Psychologie eine der schwierigsten Herausforderungen ist. Ja? Also unser Gehirn ist für diesen Beruf nicht gemacht, aber wir können es lernen, uns so zu trainieren, dass wir diese konstanten Emotionen mehr in den Griff bekommen, und auch durch Techniken, wie wir traden, dass uns das nicht nur so triggert, sondern ja Trades teilweise auch über Tage laufen. Also du bekommst was an die Hand, was du für dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung nutzt. Und dann ist Daniel wichtig, danach, nach dem Offsite, gehen wir alle wieder in all unsere Länder, wo wir herkommen, aber du bist da nicht allein, weil viele Kurse sind ja so, dann hast du was gemacht, du bist on fire, so, und jetzt scheitert es an der Umsetzung. Und auch da spielen wir wieder mit Skillset, Toolset und Mindset, weil wir sind 4 Wochen beisammen. 4 Wochen, 3-mal die Woche, um genau an digital quasi mit Jay live weiterzumachen. Ja? Das heißt, wir sind unter der Woche und am Wochenende erarbeiten wir Woche für Woche im Prozess. Warum auch 4 Wochen? Um bestimmte Routinen, Rituale und Gewohnheiten zu entwickeln, dass das eben nicht was Einmaliges ist, wo du sagst, na, ich habe mal wieder einen Kurs besucht und danach nichts umgesetzt, sondern das Wissen bringt dir ja nichts, wenn du es nicht anwendest. Also von daher, es sind mehrere Module auf der Lernplattform davor, vor Ort, danach 4 Wochen zusammen und eine Telegram-Gruppe, wo Jay eben auch Marktupdates gibt, Wissenstransferleistungen macht, Impulse Trades unter der zeigt, Woche, Investment Trades zeigt, genau. Bin Also jeden Tag das da drin. lebt. Du bist jeden Tag da drin. Also von daher ist es Erkläre, viel mehr was heute passiert ist. Wenn du auf der Arbeit bist, im Urlaub, keine Ahnung was, scrollst du durch den Telegram, weißt du zumindest, okay, ich muss den Computer kurz hochfahren, Schatz, unser Portfolio brennt gerade. Oder alles in Ordnung, wir können zum Lunch gehen, Dinner, was weiß ich, es brennt nichts an. Also ich bin jeden Tag da, sozusagen. Ja. Und, jeden Tag da, und auch diese Trade-Ideen letztendlich, uns ist wichtig, die Trader sollen dann auch ins Umsetzen kommen, dass wir sehen, dass sie uns auch Feedback geben. Wir teilen dann auch, okay, was hast du getradet? Wir machen Umfragen, was seht ihr stark, was als schwach? Und wenn diese Zeit sozusagen rum ist, nach diesen 4 Wochen, ist es aber eben auch nicht vorbei, sondern wenn du einmal in unserer Firma bist, dann hast du die Möglichkeit, alle Folgeprodukte, alle Abos dann darüber hinaus buchen zu können. Und jetzt sind eben gemeinsam mit Jay und mit mir Woche für Woche im Fist of the Week beisammen, wo man sich digital trifft, wo wir entweder Videos produzieren, also das, was Jay vorher auch mal auf Instagram natürlich geteilt hat, auch an Marktupdates und Trade-Ideen, die gibt's halt aktuell so nicht mehr auf Instagram, weil die jetzt unserem Team vorgelebt werden und letztendlich die Teil dessen sind. Und mit mir dann das gemeinsame Mindset Monthly, wo wir genau an diesen psychologischen Herausforderungen in der Community zusammenarbeiten. Also das ist der ganze Kurs, das ist die ganze Masterclass vorab, vor Ort und danach digital weiter. Also letztendlich, du hast auch gefragt nach einer Zeit. Also wenn jetzt der Startschuss wäre, sind wir jetzt zusammen auf alle Fälle bis Ende Februar. Also es geht über Monate und darüber hinaus.
wo wir Zeit investieren und natürlich in der Ausbildung auch mehr. Aber ansonsten tracken wir teilweise auch mit unseren Tradern, wie viel Zeit brauche ich für die berufsbegleitend unterwegs sind. Die sagen, ja, also wenn allein lesen, meine Trades einsteigen, justieren, circa 20 Stunden waren so das Feedback von unseren Tradern. Und es gibt aber Vollzeitinvestoren, die sagen, ja, ich mache halt jeden Tag den Deep Dive. Die machen das halt so wie ein Unternehmer auch und beschäftigen 50, 60 Stunden damit. Aber es ist die Transferleistung, die Jay mit dem Prozess, den er entwickelt hat, ist so robust und letztendlich so konzipiert, dass deine Hauptaufgaben am Wochenende stattfinden, mit dem größten Stundenanteil und unter der Woche so, dass du es auch nach deinem Job sozusagen leisten kannst. Also die Minimum-Anforderung an Zeit ist, wenn es jetzt jemand in Begleitung von mir und uns umsetzt, neu ist. Ja, und sich ein bisschen an unserem Gruppenergebnis orientiert und zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Dollar-Yen aus dem Long rausspielt und legt sich seine Alarme unter der Woche, dann hat er am Wochenende 3-4 Stunden investiert in den FIST-Prozess. Die meisten fangen freitags an, da schon mal eine halbe Stunde, dass der Wirtschaftskalender abgearbeitet ist und dann samstags 2 und sonntags 2. Ich unterbreche es übrigens selber auch, Daniel, weil ich alle Puzzleteile sortiere und dann ist das in meinem Unterbewusstsein und dann mache ich andere Sachen. Gehe ich reiten, gehe ich Sport machen, gehe ich brunchen, was weiß ich. Und beim Duschen kommt mir dann, und so funktioniert unser Gehirn, kommen mir die qualitativ besten Ideen. Ja, man kann es auch forcieren und einfach direkt durchhacken und unten kommt ein Ergebnis raus. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, es ist besser, wenn ich es ein bisschen ruhen lasse. Und dann arbeitet weil das Gehirn ist ja dafür da, Lösungen zu finden. So, und dann sagt mein Gehirn, nächste Woche macht die EZB das und die SNB wird das erwartet und die FED das und so weiter und so fort. So. Woher weiß ich das? Weil ich abends lese und kriegst hochgradig professionelle Informationsquellen. Das ist nicht die Bild-Zeitung oder sowas, sondern wir arbeiten mit Firmen zusammen, mit denen eben Top-Banken zusammenarbeiten. Alles Zugänge zu Dingen, die normale Menschen nicht kriegen. Woher ist das? Weil ich eben nicht irgendein Mickey-Maus-Onkel bin, sondern aus der ersten Liga kam und bin und dadurch eben mein Netzwerk uns ermöglicht, an andere qualitative Informationen zu kommen. Und das kostet dich eine halbe Stunde abends. Ich gehe zum Beispiel nicht ins Bett, ohne von dieser Quelle abends die Zusammenfassung des Marktes zu lesen. Mache ich nicht. Ist egal. Und wenn ich auf dem Geburtstag feiern war, um 1 Uhr nachts da liege und 3 Bier getrunken habe, ich trinke im Moment nicht, aber muss ich das halt trotzdem lesen. Ich muss gar nichts, aber ich lese es. Es ist eine halbe Stunde abends und es ist 3-4 Stunden am Wochenende. Jetzt bist du, Daniel, brandneu. Wahrscheinlich brauchst du 5 Stunden. So what? Genau. So what? Ich frage mich immer, so what? Dafür, dass du wie ich Geld drucken kannst mit, jetzt höre ich mich an wie so ein 12-Jähriger auf Instagram. Aber im Optionstrading ist es ja so. Ich nehme die hochgradig besten ETFs der Welt, die in diese Sommerphase oder Herbst- oder Winterphase passen und generiere Geld auf Knopfdruck. Das ist Wahnsinn. Ich bin der Technologie so dankbar, dass es überhaupt möglich ist. Ich lebe in einem anderen Land, die lassen mich alle in Ruhe und ich kann am Bildschirm Geld generieren. So, jetzt kommt's aber. Klappt das immer? Ist jeder Trade ein Gewinner, Daniel? Was glaubst du? Ich hatte dich gefragt, aber du spielst nicht mit. Nein, es gibt es gibt nicht immer. So, und jetzt ist für einen Anfänger natürlich die Problematik, scheiße, das war jetzt ein Verlierer. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Ich, Herbert Müller, der neu bin? Oder hat der Markt einfach irgendwas anders gemacht und mein Prozessergebnis war aber richtig? Und jetzt kommst du langsam dahinter, warum ich sage, ohne professionelle Anleitung ist das aus meiner Sicht gar nicht zu machen. Ja. Wie kommen Leute darauf? Ich halte das für Verarschung, systematische Verarschung, dass Leute einfach ein Brokerkonto aufmachen dürfen und ihr hart versteuertes Geld da verballern dürfen. Weil am Ende des Tages passiert das ja. Und jetzt schließe ich mal Leute aus, die einfach einen Aktienindex ETF kaufen und für immer long sind oder jeden Monat denselben Betrag da rein investieren. Da sage ich, großartig gemacht. Du machst wenigstens eine Sache schon mal sehr, sehr richtig. Oder eine App haben, wo sie mal tracken, 3 Monate lang, jede Ausgabe, wirklich jede. Auch den Euro-Trinkgeld im Supermarkt, auch den tracken. Was machen die wenigsten Menschen? Und dann frage ich, weißt du überhaupt, wo du stehst? Wie viel hast du? Wie viel schuldest du? Wie viel Geld kommt rein? Wie viel Geld kommt raus? Was sind deine größten Ausgabenposten? Nix. Keiner weiß das. Warum wird das nicht ausgebildet das ist eine rhetorische Frage. Warum wird das nicht ausgebildet in der Grundschule? Ja, ich sagte Grundschule. Weil das System das gar nicht will. Die wollen doch, dass du Stress hast und jetzt links wählen musst, weil du die Heizung nicht bezahlen kannst. So, und jetzt höre ich auf. Frage. Höre ich auf. Ich habe meine dritte Frage auch nicht vergessen.
So, jetzt kommt die dritte Frage noch. Naja, weil das schließt. Nein, es schließt sich total gut an. Also im Prinzip, du baust mir mit deinen Antworten eigentlich immer die Brücke zu meiner nächsten Frage. Cool, also die nächste Frage ist einfach, viele, die jetzt hier so, ich habe übrigens noch 2 Fragen, ne? Also die mir vor uns gekommen sind. Also jetzt die vorletzte, und zwar viele fragen sich ja, gibt's mal, wollen Sie mal ausrechnen, also was ist denn realistisch zu erwarten? Ihr habt jetzt schon wie viel Masterclass gemacht? 2, oder? Oder mehr? Nee, eine. Und die zweite geht jetzt los, ne? Irgendwie die so. Geht jetzt los, genau. Könntet ihr jetzt einsteigen und im Januar dann. Was haben denn die Leute, wir müsstet jetzt über Erfahrung, vielleicht so einen Durchschnitt sehen. Also klar, sie machen mal Fehler, es klappt was nie. Also wie viel Profit kann man oder konnte die Klasse vielleicht im Durchschnitt oder so ein Schüler, wenn er jetzt das umgesetzt hat, was du ihm gesagt hast, ungefähr erreichen? Also wir haben ja Schüler, die haben so Fremdgeld-Challenges gemacht und die bestanden. Da kriegt man 200.000 €, handelt in einem Simulationsumfeld. Das ist auch alles völlig okay. Das ist auch rechtlich abgesichert. Darf man nämlich nicht, sonst kriegst du Ärger mit der BaFin und so weiter und so fort. Und da ist das Ziel, du darfst nicht mehr als 10% verlieren und musst aber 10% auch generieren an Rendite. Und dann sagen die, super, das hast du sehr gut gemacht, Daniel. Das kostet, glaube ich, 1.000 €, ne, Verena? Ja, je nach Kontogröße. Ich rede jetzt von dem Größten, was die... Genau, von den Größten, ja. Und wenn du es bestehst, kriegst du ja deine Gebühr auch wieder zurück. Genau, du kriegst die 1.000 € ja wieder. So, warum ist das? Weil 80, 90, brauchst nur mal CFD-Broker auf Google eingeben, da siehst du, dass im Schnitt zwischen 75 und 90% aller Kunden bei diesen CFD-Brokern, also den kleineren Broker-Anbietern, und CFD ist einfach ein Produkt, Contract for Differences heißt das, darum geht's mir nicht, die verlieren Geld. So, jetzt ist logisch, ne? Was ist jetzt der Ansporn von so einer Firma, dir möglicherweise 200.000 zu geben über so eine Challenge? Die verdienen 1.000 € an deiner Gebühr und nehmen wir mal 80% als Mittelwert, ungefähr 80% dieser Teilnehmer verlieren. Überleg mal, was du da an Cashflow generierst. Wurde oft gefragt, ob ich auch so eine Firma aufmachen möchte. Möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht an den Verlusten und an der Negativität der Menschen bereichern. Das möchte ich nicht. Ich möchte etwas Positives bewirken in der Gesellschaft. So. Aber 20% der Trader können es. Wie zum Beispiel Leute, die bei uns diesen Beruf erlernt haben und das durchziehen. Jetzt hat die Firma folgenden Vorteil. Wenn du das schaffst, Daniel, dann geben die 200.000. Und dann darfst du von dem Geld, was du generierst, 90% behalten und gibst denen 10% ab. Jetzt könntest du ja sagen, das ist aber sehr gut für dich, aber schlecht für die, oder? Ist ja sehr wenig. Moment, die allokieren Geld auf dich. Das heißt, die geben dir nicht nur die 200.000 und kriegen 10% vom Gewinn, sondern die nehmen ihre eigene Kohle und schießen das in dich rein. Und da jeder Trader anders ist, haben die ein Portfolio an sehr wenig Menschen, die das können und konstant Geld verdienen, und generieren Unmassen an Cashflow an den 80%, die quasi, wir haben selber das schon gesehen, dass Leute tilten im Kopf und 3, 4 Challenges am Tag sprengen. Das nennt sich Challenge. Das Ziel von der Masterclass ist, dass du 1% in der Woche im Forex-Markt verdienst, als Cash-Cow. Das ist unseriös. Wenn ich zurückgehen würde, jetzt in die Industrie bei Goldman Sachs und bei Goldman Sachs Asset Management sage, ich habe einen FIST-Prozess entwickelt, Ziel ist 50% Rendite im Jahr, dann sagen die, da ist die Tür, geh raus. Würden die sofort sagen, das ist unseriös, das gibt es nicht. Wenn die Risk-Free Rate 10 Jahre in den USA im Moment bei 4%, 4, irgendwas ist, ja, dann ist 50% so unseriös, dass in der institutionellen Welt jeder sagen würde, der Daniel spinnt. Das ist nicht möglich. Es gibt kein Investment, was 50 Investment, ja. So, und im Options Trading, nochmal, hier geht's, du musst erstmal die Basis lernen. Aber wir haben ja Leute, die wollten weitermachen, und du kannst über Optionen bieten die Optionalität, kannst du unheimlich viel noch mehr machen und auch reparieren, etc. Anyways, das ist das Ziel, große Summen zu bewegen. Eigene Summen, da gibt's keine Challenge oder so, da muss man selber Geld haben. Das ist interessant für Leute, die früher zum Beispiel wie ich viel in Immobilien gemacht haben, darauf keinen Bock mehr haben und jetzt eben in den echten Märkten über Optionen Cashflow generieren mit dem Cash, was sie beim Broker hinterlegt haben. Da generieren wir 1-2% im Monat. Das sind 12 bis 24. Wenn du das gegen die Staatsanleihenrendite wieder vergleichst, ist das immer noch unseriös.
Aber nur um dir mal so. Ja. Und ich hatte 2023 10 Monate live 100.000 Euro mit einer Beta-Gruppe ein Optionsportfolio gehandelt und wir hatten 18,4% am Ende des Jahres gemacht. Also wir sind genauso ungefähr zwischen den 12 und 24 Ziel rausgekommen. Ja? Da siehst du, hier gibt's kein, ich bin der Letzte, der sagt schnell und einfach und rucki zucki und kein, ach du, ja, war super, komm, hast kein Geld, nimmst du dir einen Kredit auf für die Ausbildung und danach noch 1.000 Euro bei so einem Challenge-Anbieter und alles wird gut. Ich weiß doch gar nicht, was du für psychologische Probleme hast. Ich sag dir, was ich dir verspreche. Mein Ziel ist es, mein Wissen an dich zu transferieren von einem der besten Trader der Welt, und Trader ist ausgelutscht und Investoren, aus der ersten Liga, 30 Jahre, und ich mache nichts anderes. Und wenn du die Qualität mal einen Einblick haben willst, gehst du auf meinen YouTube-Kanal und holst dir da das Zinszyklus- und Wirtschaftszyklus-Video an. Danach verstehst du, wie gesagt, wenig, aber du verstehst, krass, okay. Weil ich möchte nicht wieder so Kommentare haben, ja, Trading, alles Bullshit. Ja, das ist auch alles Bullshit, so wie das im Internet erzählt wird. Da bin ich ja bei dir, lieber Kommentator der Zukunft. Ich bin ja bei dir. Denkst du wirklich, ich komme von einer der besten Universitäten der Welt, das hat ein Vermögen gekostet, arbeite mir dann den Arsch ab, Tag und Nacht, habe keine Familie gegründet, bin nur Tag und Nacht, tingle zwischen London und zwischen Frankfurt und zwischen New York hin und her, weil das alles schnell und einfach ist. Und weil wir die tolle Elliott-Wellen-Indikatoreinstellung, die du abends nach Feierabend gefunden hast, weil wir so blöd sind bei Goldman und die nicht gefunden haben. Das ist naiv, das ist Nonsens. Aber, und jetzt kommt der Pitch für den Beruf, natürlich ist das vorhersehbar, was als nächstes mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert. Und natürlich hast du, wenn du Elon Musk und Trump da drüben hast, jetzt einen Crypto-Run, da brauche ich ja kein Genius für zu sein, um zu sagen, jetzt muss ich in dieser Asset-Klasse dabei sein. Und dann liegt es halt dir über dein Skillset, diese Produkte auszuwählen und die Strategie einzusetzen, die für deine Parameter, was du psychisch halt aushältst und wo du dich wohlfühlst, umsetzt. Ich habe es über Optionen gemacht. Ich habe es nicht gemacht, indem ich Bitcoin gekauft habe. Habe ich nicht. Darf ich da noch was ergänzen? Ich grätsche jetzt einfach mal mit rein, um vielleicht auch Daniel noch mal so unterschiedliche Zielgruppen zu haben. Also es kommt natürlich darauf an, wo stehen die Teammitglieder bei uns auch in ihrer Trading-Karriere. Ne? Also machen sie das schon Vollzeit, sind sie Anfänger, sind sie berufstätig? Und wir haben echt, und ich finde immer am besten Kundenfeedbacks zu teilen. Also zum einen, jetzt haben wir ja zum Glück auf unserer Seite Videocontent, während auf Trustpilot Feedbacks, wir haben schon Interviews gegeben. Ich finde es immer so wertvoll, wo kamen sie auch her? Zu uns kommen auch welche, die sagen, boah, hätte ich nur schon eher ins Richtige investiert und hätte früher mehr ausgegeben, wie jetzt doppelt zu zahlen. Weil alles hat immer einen Preis. Die sagen, jetzt habe ich es endlich gelernt. Aber die zu uns kommen, frustriert von anderen Ausbildungen, wo andere Versprechungen gemacht worden sind und die ganz stolz uns berichten. Und das ist das, was uns dann berührt. Boah, Wahnsinn, mein Konto ist wieder Break-Even. Ich habe mich jetzt die letzten 10, 11 Wochen aus einem Minus wieder hochgeholt. Und das ist auch ein Mega-Erfolg zu sehen in deren Entwicklungsstufe. Wo kamen sie her? Wie haben sie Dinge jetzt anders verstanden? Oder es kommen andere, die sagen, ja, ich habe jetzt meine ersten Challenges bestanden. Oder wir haben ja unsere Trading-Ideen, die Jay auch teilt und ganz nüchtern auch mit dokumentiert, um zu sagen, wenn du da jetzt einfach nur Limite gesetzt hättest, was wäre denn dann gewesen, gerade für die Berufstätigen oder die Anfänger, die sich auch noch nicht trauen oder sagen, ich vertraue meinem Ergebnis nicht, aber ich möchte das machen, was mir gezeigt wird. Und dann waren wir, Jay, glaube ich, so in den 10 Wochen bei 10% und ich glaube bei knapp 70% Hit-Ratio. Also von daher auch das, dass es einfach eine Entwicklung ist und wo steht der Investor und der Trader? Was traut er sich auch dann zu traden oder nicht? Macht er das über eine Challenge? Macht er das im Eigenkapital? Wir haben aber auch Trader, die erstmal sagen, ich fange im Demo an, weil ich will lernen und fange mit kleinem Echtgeld an. Aber die Feedbacks, die kommen von einem Minus in einem Break-Even, machen uns genauso stolz wie ich traue mich jetzt und gehe ins Echtgeld oder ich habe eine Challenge bestanden. Also es ist hoch individuell, aber das Feedback zeigt, dass sie endlich einen Prozess an die Hand bekommen, dass sie ins Vertrauen kommen, dass sie durch die Community Dinge
teilen können und einfach von einem Profi an die Hand genommen zu werden und Woche für Woche den Markt lernen zu lesen, die Daten zu interpretieren und davon dann ihre Entscheidungen treffen zu können. Jetzt muss ich kurz reingrätschen, 2 Sachen. Wir haben einen Schreiner, der hat so tolles Feedback geschrieben. Ein Schreiner, der sagt, wow, warum auch immer er sich mit dem Börsenvirus identifiziert hat, weiß kein Mensch, ist aber nicht heilbar, sage ich immer. Da hilft dir dann nur eine korrekte Ausbildung, damit du hoffentlich damit dann auch Geld verdienen wirst eines Tages. Der versteht jetzt die Märkte, der sagt, das ist super, das hat mich extrem berührt. Und anderes Extrembeispiel, ich habe einen Ex-Kollegen von einer der Top-Banken, der jetzt auch ausgewandert ist übrigens, der hat sich eben auch, Daniel, Gedanken gemacht und euren Channel konsumiert. Warum kommt jemand, der Ex-Goldman und Ex-JP Morgan ist, und das ist ja nicht der einzige Ex-Kollegen aus der Branche, zu mir? Weil ich den FIST-Prozess entwickelt habe und weil es den so nicht gibt. Und weil auch die den Weg suchen, raus aus dem goldenen Käfig, Investmentbanking, raus aus Deutschland in dem Fall, und ich möchte kein Deutschland-Bashing machen, ins Ausland gegangen ist und mit dem FIST-Prozess jetzt seine Familie ernährt. So, ja. Also es kommen Leute, die bei den besten Banken der Welt waren, zu mir, und es kommt ein Schreiner, der gar nicht wissen kann, wie gut die Ausbildung ist. Und das ist nichts gegen oder für Schreiner. Ich will nur sagen, der hat ja gar keine Ahnung von dieser Welt. Aber aus der ersten Liga kommen Leute zu mir und Leute, die aus dem Retail-Markt sind. Deswegen, ich bin der Letzte, den du im Internet beleidigen musst. I actually know what the fuck I'm talking about und wie die Märkte funktionieren. Und du hast das große Glück, dass ich das mit dir teilen möchte und dann auch noch so krank in der Birne bin, dass ich mich Tag und Nacht um dich kümmere und deinen Erfolg zu meinem persönlichen Problem mache. Ja. Müsste ich gar nicht. Ist auch irgendwas, was Rena mir immer sagt. Du machst dir so viel Druck, du machst dir so viel Druck. Weil so viele Lügner da draußen sind. Es geht mir auf den Sack. Die Politiker lügen dich an. Irgendwer sagt dir, ja, ich mache rechtssichere Auswanderung, stimmt nicht. Ich zeig dir, wie Trading geht, ganz einfach verdienst. Hier geht es darum, deine Familie zu ernähren. Und wenn ich die Scheiße mit meiner Schwester heute mitbekomme, dann habe ich so einen Hals, wie ihr gerade merkt, weil das Land noch nicht mal in der Lage ist, seine eigenen Steuerzahler in einer Situation zu belassen, wo sie sich das Leben finanzieren können. Das ist doch was so Schreckliches. Ja. Und wo du mit deiner Firma, wir mit unserer Firma, versuchen, Lösungen anzubieten. Und nein, mein Freund, ich kümmere mich nicht umsonst um dich. Tue ich nicht. Mache ich nicht. Dieses Wissen ist so wertvoll, es ist sowieso schon zu billig. Das triggert dann Leute, wenn ich das sage. Aber wenn du es irgendwann mal verstehst, wenn du zum Beispiel in einem Play von uns lernen würdest, wir nennen das liebevoll der zweitbeste Trade der Welt, dann hättest du nach Corona, also im April im Corona-Jahr 2020, hättest du einen Arsch voll Geld verdient. Das allein hätte deine Familie freimachen können. Dafür brauchst du aber Wissen. Und nicht im Sinne von Geheimnis, sondern du musst mal wissen, wie das System funktioniert, das globale Geldsystem. Und nerv mich nicht mit, der Dollar wird abgeschafft. Das sind Bullshit-Narrative. Das ist, um dich mit Nonsens zu beschäftigen den ganzen Tag. Oder Wettermanipulation. Hör auf damit. Fokussier dich, wo geht die Kohle hin? Was macht das Geld? Und das, was das Geld macht, ist die große Indikation für dich. Und dafür brauchst du Wissen. That's it. Und das kann ein Schreiner lernen und das kann Goldman lernen. Das wollte ich nur anwerfen. Ja. Und auf der Website, wir haben extra auch mal ein paar Kundenstimmen eingefangen, weil das hatten wir ja vorher dann so von der Masterclass noch nicht. Und da seht ihr also Unternehmer aus unterschiedlichsten Branchen, Banken, Immobilien, Marketing, Sales. Also es ist so unterschiedlich. Oder eben auch Handwerk, die aber verstehen und auch da sich überlegen, was in sich zu investieren, weil sie den Beruf vielleicht auch nicht mehr ausbilden können. Oder in der Krise, was kann ich tun? Oder wenn ich ausgewandert bin, was kann ich tun? Also die sich halt die richtigen Gedanken machen, okay, was ist da ein logischer Punkt? Ja, es geht ja gar nicht Finanzbildung gehen. Ja? Also, wir hatten Leute, die sind stinkreich, die haben die ganze Ausbildung gemacht, nie um sie anzuwenden, sondern einfach um ihren Bankberater bei der Vermögensverwaltung besser zu verstehen. Wir haben einen Politiker, ich sage jetzt nicht von welcher Partei, wir haben einen Politiker ausgebildet, der war zweimal da, der ist als Wiederholer nochmal gekommen, machen übrigens viele, weil es so viel Stoff ist, die kriegen immer 50% Discount. Der hatte ein Meeting bei der Zentralbank in Frankfurt, bei der Europäischen Zentralbank, der hat gesagt, ich konnte jetzt mit Bankern reden, ich habe zum ersten Mal verstanden, was sie da sagen. Sag ich, geil, eigentlich müsste ich in den Bundestag und den ganzen Affen mal ausbilden auf das, was wirklich wichtig ist. Ja. Nämlich Ärzte, Piloten, das sind alle Menschen. Ich weiß nicht, was die Piloten da oben machen. Ich fand's total interessant, weil, wie gesagt, hatte vor kurzem mal mit jemandem zu tun,
der, wie auch immer, vermutlich von uns zu euch gekommen ist, bei euch dann die Masterclass besucht hat und dann wieder zu uns zurückgekommen ist und sagt, okay, jetzt habe ich also da mein Handwerkszeug gelernt, oder? Jetzt will ich aber auch sehen, wo ich dann mit dem Geld, was ich dann verdiene, in Zukunft lebe und wie ich sozusagen dann auch nicht sinnlos Steuern für meine Einkommen bezahlen muss. Ne? Im Prinzip ist das wie so ein schöner Kreis, wie so ein schöner Kreislauf. Ne? Das ist ja das Beste überhaupt. Und er hat mir auch erzählt, ich habe ihn dann mal gefragt, er hat gesagt, ja, also er rechnet auch damit, dass er halt in wenigen Monaten dann davon eben leben kann und dann eben dadurch in einem Land, das er sich selber aussucht, wohnen kann, sich das Leben finanzieren kann. Und jetzt wollte er schon mal so hören, wo könnte es denn zum Beispiel hingehen. Ne? Das war also für mich auch ein sehr schönes Feedback sozusagen, so aus dem ersten Interview von uns, was wir hatten. Und dann ja, und da hatten wir doch so eine Klammer auch zusammen, es kommt darauf an, den richtigen Ort, die richtigen Aufgaben und das passende Umfeld. Und ich glaube, deswegen zieht es das auch in dem Kreise so an. Und wenn du dann mal hinterfragst, dann stellst du halt auch fest, ja, ist vielleicht der Standort mit dem, wo ich mein hart versteuertes Geld dann quasi in meinen Skill noch packe und das soll ich dann nochmal davon einen Teil abgeben oder wie kann ich das für mich noch optimieren? Absolut. Also auch da zu rechnen, wie kann ich auch mit weniger ist mehr? Also viele haben ja auch das Ziel, sich raus aus diesem Hamsterrad zu kommen und mehr Freiheit auch an Zeit für sich zu haben und dieser Job gibt dir die Möglichkeit dazu. Ja, es wäre schön, wenn man sich mal, müssen wir mal überlegen, ob wir das hinkriegen, dass wir mal eine eurer Live-Treffen mit einem unserer Live-Treffen vielleicht synchronisieren kombinieren vielleicht, ja. Wir sind ja im Januar sind wir in Dubai, das passt also nicht ganz, aber wir sind dann, gut, wir sind alle 3 Monate in Sansibar, das wird auch nicht wahrscheinlich werden, uns dort zusammenzutreffen, aber im Mai sind wir wieder in Zürich. Sansibar wäre schöner, muss ich natürlich also von sagen, daher, ich glaube, wir brauchen ja auch Ende des Jahres für uns neue Ziele und was wären denn nochmal Orte zum Ansteuern. Von daher auf alle Fälle. Und, übrigens, Jay, Sansibar, ne, Reiten im Meer, ne, ich kann dir mal ein Bild dann schicken, also im Prinzip auch ein schöner Araberpferd ist da, wo ich das erste Mal von Sansibar aus dem Flughafen raus bin, riesengroße Werbung im Meer schwimmen mit dem Pferd sozusagen. Jetzt hast du ihn schon getriggert. Jetzt kommt er. Weiß ich, was in unserem nächsten Show fix ist. Ne? Das ist tatsächlich genau mein Ding. Ich liebe Pferde und ich liebe Reiten und wir gehen auch mit den Pferden hier schwimmen. Das ist so wahrscheinlich der Ausgleich zu diesem Abstrakten. Das ist ja sehr abstrakt, mit Zahlen umzugehen. Wir haben es auch gestern gesagt, ich setze mich in so ein cooles Auto und dann gehe ich essen und dann gebe ich so eine Plastikkarte oder halte mein Handy an so ein Lesegerät und dann verändern sich irgendwelche komischen digitalen Werte, die ich nie sehe, von A nach B. Realität ist, ich bin ganz bequem von A nach B und ich kriege was Leckeres zu essen. Ich musste nicht jagen gehen. Ich war früher Jäger. Ich muss mich nicht kümmern. Wir leben in den besten Zeiten, in denen wir je gelebt haben. Und ich bin so, so dankbar, dass wir im Frieden leben, dass wir gesund sind, dass wir was Sinnvolles tun. Ich lebe voller Dankbarkeit. Ja, das war schwierig. Es war nicht einfach. Die ersten Wochen für mich im Ausland waren richtig, ich habe richtig tief und fest und bitterlich geweint. Ich habe mich hinterfragt, war das richtig oder nicht. Aber für mich gibt es kein Zurück mehr in meine alte Heimat. Und das kannst du bei mir lassen. Ja? Ich habe gestern noch zu jemandem gesagt, das Beste an meinem Trip jetzt darüber ist, dass ich ein Rückflugticket habe. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern ich habe tatsächlich Angst vor der Regierung da drüben. Ich habe Angst vor denen. Und wenn ich Angst habe als ehemaliger Soldat, und das heißt was, ja, warum? Weil ich denen nicht vertraue. Und ob das Merz ist oder egal wie die alle heißen, das ist eine Vollkatastrophe. Der Merz sagt öffentlich, er will 10% der Ersparnisse einsacken. Und nach all dem, was die mir gezeigt haben... Mobilisieren, der hat eine schöne... Hast du das gesehen, das Wahlplakat der SPD, was sie dann irgendwie zurückgezogen haben, wo der Verteidigungsminister Pistorius im Panzer ist mit dem MG3? Das ist ja alles Irrsinn.
Also vor einem Jahr geht ihr mir auf den Sack mit LGBTQ+, und jetzt versucht ihr auf einmal Menschen zu Soldaten zu bewegen. Ja? Vorgestern noch alles super, kannst auch ein Hase oder ein Fuchs sein, ist alles gut, und jetzt brauchen wir wieder Killermaschinen an die Front. Ja. Ihr habt nicht alle Latten am Zaun. Wir hatten uns ja im Interview da mit Verena, hatten wir uns ja unterhalten. Ne? Also bei mir ist momentan so, dass 80% Beratungsgespräche, die jetzt bei mir landen, da geht es darum, dass wirklich besorgte Eltern eine zweite Staatsbürgerschaft, es gibt ja Staatsbürgerschaft-Schnellprogramme, wo man sich in anderen Staaten ganz legal einbürgern lassen kann. Genau. Und die haben doch in der Tat wirklich die Idee zu sagen, ich möchte meinem Kind die Möglichkeit schaffen, die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben zu können. Ja. Muss es selbst entscheiden, ob es es dann will oder nicht, um einer möglichen Wehrpflicht zu entgehen. Ne? Ja. Also das ist der deutsche Pass, der beliebteste Pass fast weltweit, oder? Ne? Wie viele Leute... Ich versuche auch mit aller Gewalt meinen loszuwerden. Genau dasselbe. Und jetzt gibt es wirklich Menschen, die möchten den gern abgeben, weil sie... Also wir ermuntern dazu nicht, ne? Aber viele, mitunter ist es der letzte Ausweg für viele Leute, weil sie sich auch nicht mehr mit dem Land identifizieren. Ne? Und das ist schon, hätte ich mir nie gedacht, vor Jahren noch, dass man Beratungsgespräche über dieses Thema anbietet. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt. Ne? Unglaublich. Aber genau, zurück zum Positiven. Also jetzt mal das zusammenzufassen von meiner Seite. Also wichtig, und das sollte ja hängen bleiben. Und das ist auch das Schöne, dass eure Mandanten, genau wie unsere Mandanten oder Kunden, ich fand es immer so schön, ein Freund von mir, der Nikolaus Lesko war, der auch öfters mit auf unseren Events ist. Er ist ein Kunstspezialist, das heißt, er hilft anderen in Kunst zu investieren. Er kann das wie kein anderer. Und hat ein Händchen dafür, genau, was kann man kaufen, was kann man investieren, kümmert sich darum, später wieder mit Gewinn zu verkaufen. Er nennt seine Kunden aber nicht Kunden. Er sagt, er nennt sie Freunde. Ne? Das fand ich total interessant. Ne? Also er sagt, meine Kunden sind nicht meine Kunden oder Mandanten, meine Kunden sind Freunde, weil wir gehen einfach den Weg gemeinsam, wir mögen und schätzen das Gleiche, wir haben die gleichen Werte vielleicht, zumindest ähnlich in vielen Dingen, und deswegen nennt er seine Kunden Freunde. Das fand ich so interessant, und es ist ja auch so, dass, sagen wir mal, die Kunden, Mandanten, Freunde, ne, die ihr jetzt oder Partner, ihr haben, wie auch immer, Verena war auch mal Kunde bei mir früher. Das sind ja im Prinzip in erster Linie Menschen, die sagen, also ich überlasse den anderen mit Fäusten und Füßen abzustimmen und zu denken, sie können was zu verändern. Guck mal, wir haben jetzt hier im Prinzip, ich glaube, auch über eine Stunde gesprochen, und das Wort Pandemie und Corona ist, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber das haben die Leute hinter sich gelassen. Ne? Das heißt, das sind Menschen, die wollen ins Handeln kommen. Nach vorne, genau. Sie wollen nach vorne über was Positives sprechen, wollen was verändern, wollen für sich und ihre Familie einfach nur einen Ort finden und Umstände schaffen, in denen man in Ruhe und Frieden, ne, im Prinzip, und Freiheit leben kann, oder? Und das ist eigentlich das Schöne, und wir haben entsprechende Werkzeuge dafür, ob das im Prinzip das goldene Visum ist, permanenter Aufenthalt oder Ideen, Tipps, wie man in das Land reinkommt, und ihr habt letztendlich das Handwerkszeug dazu, wie man, egal wo man wohnt, und wenn es auf Fidschi ist, war einer der interessantesten, einer der interessantesten Auswanderungsorte, wo wir auch mal einen schönen Podcast hier hatten. Ne? Aber egal, wo es hingeht, vielleicht verändere ich das auch wieder. Ich gehe mal 6 Monate dahin, stelle fest, da passt es nie, und ich gehe wieder woanders hin, aber ich kann halt meinen Job, meinen Beruf, meine Einnahmequelle mitnehmen. Das ist das, was das Tolle, was ihr im Prinzip jemanden lehren könnt, schulen, und deine Persönlichkeit weiterentwickeln. Und du kannst es eben an deine Kinder weitergeben. Das ist Bildung. Genau. Bildung. Ja, wichtiger Punkt. Selbst wir haben ja schon mehrere Generationen. Wir haben sogar welche Partner und Teammitglieder bei uns, die ihre Kinder in unseren Kurs schicken und sagen, hey, ich habe als Eltern die Aufgabe, meine Kinder sollen das jetzt auch lernen. Ja? Oder wir machen das zusammen, was ich an Vermögen aufgebaut habe. Ich möchte das Wissen weitergeben. Ich möchte, dass du von einem Profi lernst und das dann auch weiter anwenden zu können. Also da kriegen wir teilweise Empfehlungen, oder dass dann die jüngere Generation nachkommt. Auch das, und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, auch als Familie hier eigenverantwortlich zu handeln, weil die Schule wird das nicht übernehmen, aber du hast dann die Aufgabe und mit uns die Möglichkeit, dass die Schule und die Universität, die Schulbildung und die Universität bilden dieses Wissen nicht aus. Das hören wir ganz oft.
Und wir hatten 2 Stück, die sind mit Ausnahmegenehmigung der Eltern früher bei mir gewesen, weil sie nicht volljährig waren. Und das gibt mir auch Hoffnung. Wir hatten auch jetzt in Tirol junge Menschen. Und die sind gar nicht 0,0 habe ich die empfunden als schnell und einfach, sondern eine tiefe Wissbegierde und Freude an den Märkten und Leistungsbereitschaft. Leistungsbereitschaft. Der Wille, was zu tun. Und jetzt kommt aber, die alle sagen, wir, Deutschland, vorbei. Wir machen das jetzt von hier aus und dann sind wir hier weg. Alle. Also die sehen schon, es gibt da keine Zukunft. Ja. Das ist ja das. Aber wir wollen positiv bleiben. Eben positiv und auch generationsübergreifende, jüngste 19 und ich glaube älteste, erfahrenste Anfang 60. Also von daher auch da soll sich keiner ausgeschlossen fühlen, der älter ist oder sagen, ja, kann ich das noch lernen? Ja, unbedingt, weil du ja auch eine andere Lebenserfahrung und in Zyklen und Wirtschaftskrisen oder Volkswirtschaften schon viel länger kennst und lernst und wie Systeme funktionieren. Also auch da haben wir das für Menschen, die sagen, ich will ja auch eine Aufgabe, wenn ich alt bin, weil ich will auch fit bleiben und ich möchte selber entscheiden, was ich mit meinem Geld mache. Also von daher, es ist wirklich lebenslanges Lernen. Und wir haben es eben, und das ist ein wichtiger Abschlusssatz von mir auch, ich gehe nicht irgendwo hin, zu jemandem, der das nicht erfahren hat, das, was ich selber erfahren möchte. Das kann ich nicht, das geht nicht. So. Und ich habe deswegen in den USA damals studiert, weil zum Beispiel mein Fixed-Income-Professor war im Kreise von Alan Greenspan, das war der damalige Chef der Zentralbank. Der hat also mit Alan Greenspan jeden Tag zusammengearbeitet. Das war die Qualität, für die musste ich bezahlen, aber da habe ich eben auch anderes Wissen erlernt, logischerweise, als irgendwie das zum 516.000 Mal, was das Capital Asset Pricing Model ist. Ja, schön, das haben wir auch gelernt, aber das bringt mir nichts. In den USA war es eher, das ist es und wie können wir jetzt damit Geld verdienen? Ja? Und wenn ich zum Sebastian gehe, der ist selber nicht in Deutschland, oder wenn ich zu mir komme, um was zu lernen, ich habe damals JMFX gegründet, weil ich gesagt habe, wenn ich jung gewesen wäre und ich hätte so einen erfahrenen Investmentbanker gehabt, der so viel Wissen selber aufgebaut hat durch Erfahrung und durch Berufserfahrung, und zwar nicht in der 3. oder in der 2. Reihe, dann wäre mir geholfen gewesen. Und da habe ich den Mehrwert drin gesehen. Mein Prinzip ist, hat es einen Mehrwert? Wenn es keinen Mehrwert hat, dann mache ich es nicht. Und wie du merkst, kann ich mich ja nicht kurz fassen, will ich auch nicht. Und wie du merkst, sage ich auch Dinge politisch nicht korrekt, muss ich auch nicht. Und da sage ich immer sehr präkant und vielleicht auch unpolitisch oder politisch unkorrekt, Gott sei Dank habe ich genügend Geld und lebe in der Freiheit, dass ich das sagen kann, was ich sagen will. Und das sind ja Tendenzen, die sprechen dafür, dass mein Wert, der höchste Wert, Freiheit ist. Und ich lasse mich nicht mehr verarschen. Das mache ich einfach nicht. Und mir fehlt so ein bisschen die Wut manchmal, wenn ich in mein altes Heimatland zurückfliege. Das ist so ein bisschen so, und ich wünsche mir, Daniel, dass ihr und wir vorleben können, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Dass die Zeit, ob du jetzt ein Jahr einen neuen Skillset lernst oder nicht, das Jahr geht eh vorbei. Dann nutze es doch. Dann führ doch die Gespräche mit euch und erkundige dich nach einer Residencia oder nach einer Residency oder nach einem Plan B. Ja, nach was? Ja. Hör auf, irgendwie die Netflix-Serie anzufangen, die neue, und nimm diese Zeit, die du gewonnen hast, und das meine ich nur als Beispiel, und investiere sie mal in Nachdenken und mal 1, 2 E-Mails abschicken. Mit wem kann ich mal sprechen? Oder sprich mit uns, ruf uns an, wir telefonieren mit dir, ja, wenn du uns auf den Zahn fühlen möchtest. Aber es ist alles sehr authentisch, es ist alles sehr vorgelebt und es ist alles mit einem reinen Herzen, was wir machen. Weil wir müssen nichts mehr machen. Wir sind durch. That's it. Wir machen das aus Freude. Ich mache das nicht, um mich an dir zu bereichern. Und auch du, ne? Du könntest ja auch sagen, ach, ihr wollt jetzt hier bei uns ein Interview machen, dann müsst ihr mir mal 5.000 € zahlen, dann können wir mit euch ein Interview. Machst du nicht. Sondern du siehst, wir können Synergien für andere bilden. Wir haben Leute von uns, unsere Freunde kommen zu dir, deine Freunde kommen zu uns. Und im Grunde genommen möchten wir nur einen Mehrwert offerieren. Wenn der für dich passt, das merkst du ja schon in dir, dann führ die Gespräche mit uns. Und überleg dir etwas, ob der das Freude machen könnte. Weil es bringt nichts, wenn dir die Börse keine Freude macht, dann brauchst du es gar nicht erst anfangen. Sage ich dir so ehrlich in die Kamera. Dich muss die Scheiße interessieren. Ich liebe das. Ich will nichts anderes machen. Nichts. Ich mache das seit 30 Jahren everyday. Bin gestern um 1:30 ins Bett gegangen, weil ich wieder mal nicht aufgehört habe zu lesen.
Und das mache ich ja nicht, weil mich irgendwer zwingt, sondern weil es das ist meine Berufung dann. Ich liebe das. Und ich liebe, Dinge zu lernen. Und mein Beruf ermöglicht mir ständig neue Dinge lernen zu dürfen, damit ich wieder Geldströme verstehe. Was meinst du, was ich alles über Chip-Technologie gelernt habe im letzten Jahr? Ja? Wusste ich vor 3 Jahren nicht. Unterschiede in Chips als Beispiel. Oder über das französische Wahlrecht dieses Jahr. Wusste ich auch nichts drüber. Jetzt weiß ich darüber Dinge. Ja? Und so weiter und so fort. Also wenn du wissbegierig bist, und das, glaube ich, unterscheidet die Leute, die bei uns sitzen in Tirol, sie sind wissbegierig und sie wollen was machen. Und das ist ein Spirit, ein Umfeld, mit den Menschen möchtest du dich vernetzen. Damit sich die 5 Leute, mit denen du abhängst, die den ganzen Tag sich nur beschweren, vielleicht jetzt beim Arbeitgeber am Kaffeeautomaten in der Kaffeeküche, dass du die peu à peu wechselst, weil du in dir etwas veränderst. Du merkst, ich muss in mir du musst gar nichts, in mir möchte ich etwas verändern. Und dann ändert sich dein Umfeld, die Menschen und du bekommst neue Skillsets. Und das macht einfach nur Freude, weil du aus der Ohnmacht rauskommst und du nimmst dir etwas an Macht zurück und sagst, okay, kann ich eh nicht ändern, was die da alles für Irrsinn machen, da oben, die Politikerkaste. Aber ich kann was für mich verändern, für meine Lieben und für meine Zukunft. Und das finde ich so geil an unserem Leben, dass wenn wir wirklich wollen, dann können wir von heutzutage an Bildschirm Geld generieren. Crazy. Geht aber. Das wäre doch mal ein schöner YouTube-Thumbnail-Titel. Am Bildschirm Geld generieren, oder? Weil man muss ja immer überlegen, was schreibt man auf diesem YouTube. Genau. Schön. Also, ich kann... Ja, ich habe den Glaubenssatz entwickelt, Geld verdienen im Schlaf. Ja, also von daher. Ja. Aber das ist halt, ich denke, da würde man einige zu sehr auf die falsche Fährte. Ja. Ich glaube, nach all diesem Gespräch kann man mit dem Zwinker-Smiley das auch so sagen. Du musst vor dem Schlafen, musst du ja noch eine halbe Stunde auf dem Klo, musst du ja noch die neuesten Nachrichten lesen, sozusagen. Ja, bitte. Also, reich werden mit Nachrichten lesen, 30 Minuten auf dem Klo. Das machen wir vorne auf den Thumbnail. Ja, genau, das ist dann haben es genau die Leute, die du nicht haben willst. Du willst ja in der Zusammenarbeit, in der Entwicklung zusammenarbeiten. Es war ja nur mit dem Smiley, genau. Nee, ich sag ja auch. Aber ich habe halt die anderen auch schon am Telefon gehabt, ja. Und dann sag ich mir, um Gottes Willen, wir passen ja gar nicht zusammen. Ich will arbeiten, ja. Da gibt es ja Leute, die... Wir brauchen arbeitshungrige und wissensdurstige Menschen, die das Freude ist eine schöne Sache, Lernen. Wissensdurst, genau. Das war eigentlich sehr schön, was du von uns erzählt hast, dass man im Prinzip dort auch was lernen muss. So, also jetzt um zum Schluss zu kommen, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei 1 Stunde 30, unglaublich. Ja, fühlt sich an wie 30 Kollege, der soll das auf 8 Minuten runterschneiden. Fühlt sich an wie 30 Minuten. Jetzt aber nochmal zum Schluss, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wie kommt er an Informationen, wie kann er mit euch Kontakt aufnehmen, kann auch reden mit jemand von euch, bevor er sich da anmeldet, natürlich. Oder wie läuft das? Nämlich gerne antworte ich, Jay, oder? Also von einmal gerne auf unsere Seite gehen, libertybrothers.com oder support@libertybrothers.com, uns eine E-Mail schreiben. Ich habe viele Telefonate auch das letzte Mal geführt gehabt für manche, die gesagt haben, hey, ich habe das Video bei Perspektive Ausland gesehen, ich habe da noch ein paar Fragen und willkommen. Also von daher, mit uns in Kontakt treten, per E-Mail auf der Webseite informieren. Und der große Vorteil, und an der Stelle möchte ich noch einen Dank aussprechen an alle Team-Members und Liberty Brothers and Sisters, die erste Masterclass nämlich besucht haben. Die haben nämlich in uns vertraut und wir hatten gar nichts an Content und keine neuen Referenzen in dieser Konstellation, sondern die haben uns vertraut von dem, was sie gesehen und gehört haben und die Gespräche mit uns. Wir haben Videos produziert, wir haben Stimmen eingefangen, weil letztendlich ist es wichtig, sie zu Wort kommen zu lassen. Jetzt ja auch mit Trustpilot wirklich bewegendes Feedback bekommen, tolles Feedback, konstruktives Feedback. Und all das profitiert jeder, der jetzt dabei ist, weil wir haben jetzt was wir auch zeigen und teilen können. Und von daher, wenn das noch nicht genug ist und auch den YouTube-Kanal von Jay, dann einfach uns schreiben, auf die Webseite gehen. Und dann finden wir einen Weg und sehen uns hoffentlich dann im Januar auch persönlich in Tirol. Perfekt, das war doch ein schönes Schlusswort. Jay, willst du noch ein Schlusswort sprechen? Ich möchte mich nur bedanken. Mein Schlusswort ist Dankbarkeit. Ich möchte mich bei dir bedanken, Daniel, für letztes Mal und dieses Mal. Ich mag deine ruhige Art und dein Humor. Danke, dass du uns die Opportunität gibst, mit deinen Freunden sprechen zu dürfen.
Du selber bist auch eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen was machen würden und uns sehen und persönlich mal kennenlernen, vielleicht in Sansibar zusammenreiten. Und Verena, bei dir möchte... Ausritt, das wäre was, genau. Ja, das wäre super. Ne? Das heißt, wir machen das einfach so, Ende. Wir sind ja Macher, wir setzen das um. Und Verena, bei dir möchte ich mich bedanken für die Liberty Brothers. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal mich so wohlfühlen würde in einem Angestelltenverhältnis, aber ich möchte öffentlich sagen, du bist die beste Chefin, für die ich jemals arbeiten durfte. Und all die Dinge, die ich nicht mag, die nimmst du mir ab und lässt mich nur das machen, was ich liebe. Und ich habe mich noch nie so frei und wohl und zufrieden und erfüllt gefühlt wie in Liberty Brothers. Angelehnt natürlich an Lehman Brothers, der Name damals, und mit dem neuen Motto aber Menschen in die persönliche Freiheit begleiten zu dürfen. Und das ist ja mein Credo, du führst von vorne. Ich führe von vorne. Ich zeige dir meine Fehler, ich zeige dir auch das, was ich richtig und nicht gut und nicht so gut mache und sehr gut mache. Ich teile das alles. Ich bin völlig transparent. Und mir ist nur wichtig als Schlusswort, dass jemand, der das liest und hört und sieht, ich bin dankbar dafür. Ich bin auch dankbar, wenn du derjenige sein solltest, der vielleicht kommt, dich persönlich kennenlernen zu dürfen. Und ich verspreche dir, dass ich deinen Erfolg sehr, sehr ernst nehme. Und ich verspreche dir, dass es die beste Ausbildung der Welt ist. Drunter macht Jay nichts. Ich kann nur das. Ich bin entweder das schnellste Rennpferd oder ich weigere mich weiterzulaufen. Und da ich mich nie weigere zu arbeiten, werde ich alles dafür tun, den größten Mehrwert für dich zu generieren. Und das meine ich von Herzen. Ich muss keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das ist vorbei. Ich bin raus aus dem Rennen. Ich mache das aus reiner Liebe und Freude. Und wenn du hoffentlich auch eines Tages in der Situation bist, dass du aus Freude arbeitest, dann kriegt dein Leben eine Qualität, dann schläfst du gut, ohne Sorge, und das wünsche ich dir. Und das ist völlig unabhängig, ob du zu uns kommst oder nicht. Ich wünsche dir und deiner Familie, lieber Zuschauer, Gesundheit, Zufriedenheit, Freude und Liebe. In einem Umfeld zu leben, wo du deine Werte leben darfst. Das ist für mich Freiheit. Weil du musst ja nicht dieselben Werte haben wie ich. Braucht kein Mensch. Aber das, was dich erfüllt, das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns allen im Grunde, damit diese Welt mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Ja? Und wir in positiv zusammen Dinge generieren. Weil dafür sind wir Menschen gemacht. Wir sind für zusammen gemacht. Wir wollen im Grunde vertrauen und wir können mal wegkommen von diesem Egomanentrip von den da oben. Lasst die da oben machen, was sie wollen. Wir können gegenseitig, gemeinsam, miteinander unsere kleine Welt besser machen. Und am Ende des Tages ist doch das, worauf wir nur einen Einfluss haben, ist unser Miteinander. Und das Miteinander, deswegen sage ich Danke. Mein Schlusswort ist Danke, ist Dankbarkeit. Ich bin dankbar für das Leben, ich bin dankbar für die Opportunität und ich bin auch dankbar für die Herausforderung. Denn dadurch habe ich die Möglichkeit bekommen, nochmal ein völlig neues Leben, auch mit 52, alles nochmal neu zu machen. Ist das einfach? Nein. Interessiert mich, ob das einfach ist? Nö. Ich liebe es, wenn es nicht einfach ist, weil es ist meins. Und das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, kann ich dann auch nur sagen. An euch beiden, ihr wart tolle Gäste, war wirklich ein schönes Gespräch. Ich glaube, das längste Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, ever, aber es fühlte sich kürzer an als die meisten Gespräche, die wir sonst hatten. Vielen, vielen Dank nochmal und ich kann nur sagen, bleibt fröhlich. Danke, Daniel. Vielen herzlichen Dank. Danke, Daniel. Alles Liebe. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.